Es geht hier um Medizin, es geht um Medikamente, es geht um Impfungen, es geht um Infusionen. Nach Flugzeugabstürzen suchen die ja immer nach der Blackbox, weil da die Aufzeichnungen irgendwie von dem Flugzeug drin sind. Genau, leider von dem Absturz. Ja, sehr schön. In der Stadt Manisa wurden 5 Apotheker ermordet und die Täter sind nicht gefunden worden. Alles zur gleichen Zeit, ja? Genau. Stell dir vor, du wirst operiert und dann bringt der Arzt seinen Staubsauger. Und das gefällt natürlich einigen Industriezweigen nicht. Hat das zum Beispiel auch dazu geführt, dass du deinen Lifestyle geändert hast? Ja, einfach Schlussfolgern und für sich selber entscheiden, die ganzen Weichen nicht mehr selber. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir befinden uns hier gerade in der Kölner Schildergasse, im Auge unseres wunderschönen Kölns, in der Zahnarztpraxis von der Dr. Ebru Tekiner. Hallo. Dankeschön, dass wir heute hier sein dürfen. Dankeschön, dass ihr mich interviewt. Danke für die Einladung. Gerne. Und heute geht es um ein sehr interessantes Buch, Black Box von Soner Yalçın. Ja? Dieses Buch hat in der Türkei für sehr viel Aufsehen gesorgt und die Dr. Ebru Tekiner hat das jetzt nach Deutschland gebracht. Richtig. Und darüber wollen wir heute sprechen. Genau. Jawohl. Also das Buch wurde im November 2019 in der Türkei veröffentlicht, war ein Topseller. Der Herr Soner Yalçın ist ein Schriftsteller und Autor, der schreibt auch Kolumnen in türkischen laizistischen Zeitungen und ich lese seine Bücher und Kolumnen sehr gerne und als ich dann das Buch in der Hand hatte, ich habe es ja sofort gekauft und angefangen habe zu lesen, dachte ich mir, nein. Das muss auch mal irgendwann im Deutschen zu lesen sein. Ja. Und je mehr ich mich in den Kapiteln vorgearbeitet habe, gelesen habe, dachte ich mir immer, oh, das ist nicht wahr, das wusste ich noch nicht. Es geht um Medizingeschichte in diesem Buch, ganz wichtig. Von 1850 ungefähr bis heute müsst ihr euch das vorstellen. Und ich wusste das alles einfach gar nicht. Okay. Ja. Als Zahnärztin habe ich natürlich in der Uni, ich habe an der Uni in Hannover studiert, an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und da haben wir das alles nicht gelernt, weil wir dort einen vorgelegten Lehrplan hatten, natürlich. Okay, Und dann habe ich mir gesagt, okay, Ebru, du fängst jetzt mal einfach an zu übersetzen, parallel, während du es gelesen hast. Ein Buch aus 550 Seiten, er hat seine ganzen Quellenangaben natürlich auch in der hintersten Seite vom Buch und er wusste noch gar nicht, dass ich es übersetze. Okay. Und als ich dann fertig war und dachte ich mir, jetzt muss ich ihm natürlich Bescheid sagen. Und der war ganz stolz auf mich. Wir haben E-Mails geschrieben, dann habe ich seine Handynummer gehabt. Und, das heißt, du kanntest ihn noch nicht? Persönlich nicht. Okay, genau. Das hat dich erst danach Das heißt, das Buch hat dich so begeistert, dass du gesagt hast, ich muss den Mann kennenlernen und das auch weiter verbreiten. Richtig. Ja. Also der hat wirklich recherchiert und wirklich, er schreibt auch alles wirklich sehr neutral. Klar sind da so kleine Kommentare und die Schreibweise von ihm ist so toll, dass er dich wirklich mit in das Buch reinholt und dich direkt eigentlich anspricht mit rhetorischen Fragen. Findest du das denn schön? Würdest du das denn so machen? Ne, wo du eigentlich selber gleich die Antworten kennst, ja oder nein. Das sind ja rhetorische Fragen. Und der fand das also ganz toll. Es war einfach nur schwierig, ein Verlagshaus zu finden. Und dann habe ich hier im Herzen von Köln auf der Schildergasse so gesehen am Neumarkt ein Verlagshaus. Endlich gefunden nach 2 Jahren Recherche. Keiner hatte Interesse an der Medizingeschichte. Ja, finde ich sehr interessant. Ja, tatsächlich hat mich das Thema auch sehr interessiert. Sobald du mir das erzählt hattest, ich bin ja auch Medizinökonom. Genau, das hast du ja studiert. Genau, das du hast da auch deine Connection. Genau, deswegen fand ich das Thema sehr interessant und dachte, da können wir auf jeden Fall eine Aufnahme drüber machen. Sehr schön. Aber was mich gleich so am Anfang schon so ein bisschen interessiert hatte, war dieser Begriff Blackbox. Ja. Den kannte ich gar nicht vorher. Das ist süß, dass du das nicht kennst. Ja, ist das nicht eigentlich aus Flugzeugen? Richtig. Benutzt man das da nicht? Genau, das ist der Flugschreiber. Ja. Was ist ein Flugschreiber? Wisst ihr das? Das ist, also, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil, ich weiß nicht, du sprichst ja gerade von Medizin, ich hatte ja auch so 1, 2 Infos, aber für mich ist das ja eigentlich nur das
Ja. Ich habe gehört, nach Flugzeugabstürzen suchen die ja immer nach der Blackbox, Richtig. weil da die Aufzeichnungen irgendwie von dem Flugzeug drin sind. Genau, leider von dem dem Absturz. Ja, sehr schön. Man kann eine Blackbox bis zu 5000 Meter tief unter Wasser sogar noch finden und kann die Signale, wenn man die Signale empfängt, und da steckt dann die Wahrheit über den Absturz des Flugzeuges. Ja. Und deshalb hat der Schriftsteller wirklich sehr, sehr super das Buch Blackbox genannt, weil wenn ihr drauf schaut auf das Buch, seht ihr da ja eine medizinische Kapsel. Ja. Es gibt Tabletten, Kapseln oder Infusionen. Ne? Und innen drinne seht ihr Goldmünzen. Aha. So, was siehst du auf den Goldmünzen? So Totenköpfe sind da drauf. Genau. Okay. Bilder sagen Worte, Bilder sagen sprechen mehr als Worte. Ne? Und das hat mich ja schon so sehr beeindruckt. Ich so, als ich natürlich dann angefangen habe, ich wusste erst nicht, Goldmünzen, warum denn die Totenköpfe? Ja. Sogar ich als Zahnärztin habe das erstmal nicht verstanden. Und Blackbox heißt auf Türkisch Karakutu, so sagt man das auch. Aber die Deutschen sagen ja nicht, der Flugschreiber wurde gefunden, man nimmt das Wort aus dem Englischen, sagt der Das heißt, es ist wirklich eine Schachtel, eine Box, die alles aufzeichnet, was im Moment des Absturzes passiert. Genau. Ne? Tonaufzeichnungen. Richtig. Was ist da noch drin? Ja, welche Geräte ausgefallen sind in dem Monat, kann man alles exakt dann leider. Das heißt, wenn ein Flugzeug abstürzt, ist das Mittel, über das ich dann quasi herausfinde, was passiert ist. Leider. Okay, verstehe. Ja. Sehr interessant. Es ist der Wahnsinn, ne? Dass das heißt, andersrum, auch wenn die Blackbox weg ist, dann ist alles, was man irgendwie rausfinden könnte über den Absturz, ist sozusagen vernichtet. Weil dann wahrscheinlich alle leider tot sind. Alle Insassen und die Piloten und die Stewardessen. Ne? Deshalb, die wird immer gefunden, die Blackbox. Ne? Ich verstehe. Aber es gibt ja natürlich auch Flugzeuge, die so verschwinden und man findet die nicht. Ich sage da nur Bermuda-Dreieck, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ich verstehe. Okay. Habe ich auch gehört, dass es da viele Geschichten gibt. Ja, das wird wird darüber auch berichtet. Aber gut, Blackbox in Bezug auf Medizingeschichte, in Bezug auf Medizin und Medizinökonomie. Das ist ja dein Bereich. Ne? Das heißt, weil also in dem Buch am Ende alles drinsteckt, was man so an verborgenen Informationen haben kann. Sehr schön, schlauer Junge. Zum Schlussfolgern zu können. Genau, einfach Schlussfolgern und für sich selber entscheiden. Also ich möchte auch gerne mit diesem Buch die Menschen anregen und eine Diskussionsgrundlage einfach anbieten. Und die ganzen Weichen müssen wir selber stellen. Ne? Verstehe. Das heißt, hier sind alle Informationen sozusagen drin, die man den ersten Blick vielleicht nicht auf dem Schirm hat, damit jeder für sich eine vernünftige Entscheidung treffen kann, ob man da vielleicht nochmal weiter reingraben möchte. Genau. Und vor allem Medikamente. Es geht um Medikamentengeschichte auch. So kann man es auch nennen. Nicht Medizingeschichte nur in dem Sinne, sondern Medikamentengeschichte nenne ich das jetzt auch mal. Das heißt Richtung Pharma, wie das Ganze entstanden ist. Genau. Wie kommen Medikamente auf den Markt? Geht das so einfach? Was meint ihr? Da gibt es entsprechende Phasen, ne, die man durchlaufen muss. Richtig. Studien und so weiter. Wie ist das denn? Ich weiß gar nicht, wie das läuft. Ja. Wenn so ein Medikament zugelassen wird, ich weiß nur, da werden dann irgendwelche Studien gemacht. Und ich habe aber mal gehört, dass das gar nicht eine Sache von 1-2 Monaten ist, dass man einfach sagt, hier, ich habe ein Medikament, können wir zulassen, alles klar, fertig, sondern dass das wirklich über viele Jahre geht. Stimmt das? Ja, das ist ein Prozess, der über viele Jahre geht, weil du natürlich auch sicherstellen musst, dass entsprechende Langzeiteffekte und sowas alles untersucht werden. Ne? Es gab ja zum Beispiel dieses berühmte Medikament Contergan, hast du vielleicht schon mal gehört? Ne? Da gab's Contergan war ein Medikament, was man damals schwangeren Frauen gegeben hat. Das war ein Schmerzmittel. Ein Schmerzmittel, genau. Um quasi die Schmerzen in der Schwangerschaft so ein bisschen zu beruhigen. Und das hat dazu geführt, dass sehr viele Fehlgeburten stattgefunden haben, ja? Tatsächlich viele Jahre später. Ja. Und es ist halt aufgefallen, erst viel später, ne, nachdem das Medikament auf den Markt gekommen ist, dass dann so ein paar Jahre später die Anzahl der Fehlgeburten immens gestiegen ist. Ja? Und später konnte man dann diesen Rückschluss machen, dass das davon gekommen ist und das Medikament wurde sofort vom Markt genommen. Muss ich kurz korrigieren, das hat eine Gynäkologin dann festgestellt. Bei ihren Patientinnen, die schwanger waren und ihr Baby bekommen haben, das ist ja so, dass man da mit dem Baby dann auch zur Praxis geht, zu der betreuenden Gynäkologin, um das Baby dann ihr auch zu zeigen. Und dann hat sie das wohl irgendwann gemerkt, diese deutsche Gynäkologin, dass sie bei diesen Patientinnen
deren Babys dann leider eine Fehlgeburt hatten, also es fehlt dann leider ein Arm, ein Bein, je nachdem Körperteile, dass sie denen allen dieses Medikament verschrieben hat. Und ganz wichtig, dieses Medikament, Contergan, wurde in Amerika damals nicht zugelassen. Es geht um die 70er, 80er Jahre, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Gab sogar einen zweiteiligen Dokumentarfilm im ZDF darüber. Das heißt, war das damals auch schon die FDA? Ja. Das heißt, die FDA hat das nicht genehmigt, aber es wurde hier in Europa, Deutschland zugelassen. An der Stelle frage ich mich, wie kann das denn sein? Wird sowas nicht irgendwie nachgeprüft, was für Langzeitfolgen so ein Medikament haben kann, bevor das einfach so auf den Markt gebracht wird? Genau, und deswegen dauert das halt so lange, bis das Medikament auf den Markt kommt, weil man halt... Beim Contergan ist das jetzt nicht der Fall gewesen? In Deutschland hat die zuständige Behörde das zugelassen, während in Amerika die Food and Drug Administration, das heißt FDA, genau. Drugs sind Medikamente und Food ist ja mit... Nahrung, also die Institution prüft auch Nahrungsmittel, ob die auf den Markt kommen. Aber in Deutschland ist das getrennt. Genau, ne? genau. Das war eine Frau in Amerika, die ist vor ein paar Jahren verstorben im Alter von knapp 100 Jahren. Die hat gesagt, nein, das kommt nicht auf den amerikanischen Markt. Die hat sich durchsetzen können. Aber hier in Deutschland, also in Europa, in Deutschland vor allem, wurde es zugelassen. Langzeitstudien sind erforderlich, immer, um halt die Nebenwirkungen, die Langzeitnebenwirkungen, Wirkungen festzustellen. Ja. Ich finde das sehr interessant, weil tatsächlich in den USA sind ja so Sondergenehmigungen eigentlich viel leichter durchzuführen als hier in Europa. Ne? Also es gibt ja auch Fälle, wo man beschleunigte Zulassungen einfordern kann. Ne? Zum Beispiel war das ja in der Pandemie so gewesen, dass man, weil man gerade einen Notstand hatte, dass die eigentliche Dauer, bis ein Medikament quasi zugelassen wird, verkürzen konnte, damit man halt dieses Medikament schneller auf dem Markt hat, weil man gerade quasi Not am Mann hat. Ne? Und da gibt es in den USA, die FDA hat da viel, sage ich mal, lockerere Regularien, ne? Um da entsprechend das Medikament durchzubekommen. Deswegen wundere ich mich, weil eigentlich sagt man, dass hier die ganzen Regularien ein bisschen schärfer sind, dass das hier durchgekommen ist damals. Ja, das stimmt. Ist ja auch bei den Lebensmitteln so, dass deutlich mehr in Amerika zugelassen ist, was die heute bei uns gar nicht in den Supermarkt, in die Regale stellen dürfen. Sehr guter Vergleich. Okay. Ja, genau. Willst du noch? An der Stelle habe ich jetzt auf jeden Fall auch eine Frage. Ja. Weil du kommst ja aus der Zahnmedizin, richtig? Richtig, ja. Und wie kamst du, hast du dann diesen Anklang gefunden, zu wirklich auch den übergreifenden Themen? Kam das jetzt erst durch dieses Buch? Ja, definitiv. Ja. Ne? Und da geht er ja auch auf Medikamenten ein, auf verschiedene Medikamentengruppen, wie die hergestellt werden, wie die Zulassungen stattfinden, wie lange das dauert. Über die WHO spricht er auch zum Beispiel in dem Buch. Das heißt, dieses Buch hat so deine gesamte Einstellung, sage ich mal, zu allem geändert, beziehungsweise auch dir in gewissen Thematiken, sage ich mal, die Augen geöffnet. Ja? Definitiv, okay. Definitiv. Ja. Und ich finde, der Mensch sollte auch versuchen, sich auf natürliche Wege zu heilen, mehr mit Obst und Gemüse, weniger oder kaum Alkohol und Rauchen. Das sind ja alles... Wir hören es alle jeden Tag, aber halten tut sich keiner wirklich. Richtig, und dann darf man sich nicht wundern, dass man dann krank wird und immer für jede Kleinigkeit Medikament nehmen. Das geht ja gar nicht. Zum Beispiel ein Beispiel, in der Urologie gibt es gewisse Antibiotika, die man wirklich wenig verschreibt, kaum verschreibt, weil die Bakterien, die eine Harnblasenentzündung oder Harnleiterentzündung verursachen, die werden ganz schnell resistent. Was heißt resistent? Das heißt, wenn du wieder diese Harnblasenentzündung hast und du kriegst wieder dieses gleiche Antibiotikum, wirkt es nicht mehr. Das ist dieses spezielle eine Antibiotikum, mir fällt gerade der Name nicht ein. Wird diese Resistenz nicht sogar an Kinder weitergegeben? An die eigenen Kinder teilweise? Von der Mutter. Nein, Allergien kannst du deinem Fötus übertragen, so gesehen, deinem Krankheiten Kind. kann man übertragen, aber ich glaube, aber nicht das. Keine Resistenz. Nein. Okay. Deswegen, aber kann es sein, ich habe mal gehört, dass es ein Problem darstellt, dass so viel Antibiotikum verschrieben wird, nicht nur für die Leute selber, die das nehmen, sondern weil das auch ins Trinkwasser gelangt und dementsprechend über die gesamte Bevölkerung, dass sich so ein bisschen rüberzieht. Ja, es wird ausgeschieden, dann landet es im Trinkwasser
Und zum Beispiel in der Türkei kann man leider in Apotheken einfach Antibiotika kaufen. Hier ist das kontrolliert, muss der Arzt oder der Zahnarzt halt das dann schreiben. Du kannst jetzt nicht einfach in die Apotheke gehen und sagen, ich brauche jetzt Amoxicillin, ich habe eine Entzündung. Kriegst du niemals verschrieben. Hast du keine Chance, du kannst es auch nicht privat kaufen. Das ist gut, damit man es kontrolliert. Ja? Und wenn man auch eine Packung anfängt, muss man halt entweder 10 oder 20 zu Ende nehmen. Viele Patienten hören dann nach der 5. auf, es hat nicht mehr wehgetan, Frau Doktor. Das zu Ende nehmen auch. Genau, ne? Damit die Bakterien halt nicht resistent werden. Das heißt, es gibt bestimmte Antibiotika, bei denen man schneller resistent wird und welche, wo das ein bisschen schwieriger ist. Genau, wie wahrscheinlich gesagt, anhand der chemischen Verbindungen, die da irgendwie richtig, ne? Diese Harnblasen, Antibiotika sind halt ganz, ganz schlimm. Und das kriegt man dann nicht mehr weg. Ne? Ja? Was ich gerade sehr interessant fand, du hast gesagt, dass wir das ins Trinkwasser kriegen. Meinst du, dass das dann quasi ausgeschieden wird? Genau, richtig. Das wird ausgeschieden, soweit ich weiß, so ein bisschen wie mit der Antibabypille, die Frauen teilweise regelmäßig nehmen, dass diese Hormone wohl ins Wasser gelangen. Richtig. Und das auch ganz, ganz schwierig rausgefiltert werden kann durch die klassischen Filteranlagen. Da wird vielleicht Dreck und so weiter und Fäkalien, was auch immer, rausgefiltert, aber eben diese Hormone nicht. Und die sind wohl allumgänglich bei uns im Trinkwasser. Deswegen ist wohl auch der Östrogengehalt im Leitungswasser relativ hoch. Und das sollte wohl nicht so sein. Also richtig, wozu führt das? Kein Experte, aber wozu sehr gut. Auch zu einem geringeren Testosteronspiegel bei den Männern. Ja, die kriegen dann leicht Brüste, wie eine Frau. Guck dir die Jugend an, ne? Das ist ja nicht wenn normal. Ich demnächst im Training ein bisschen mehr das Verweiblichen des Mannes, das ist leider so. Das ist die Wirkung. Wenn ich jetzt viel Testosteron nehmen würde, zum Beispiel Frauen in den Wechseljahren, die kriegen dann auch Testosteron verschrieben, die kriegen dann plötzlich starke Behaarung und dann sind sie ganz sauer, die Frauen. Würde ich nicht machen, Testosteron nehmen. Klar, wir Frauen haben ja auch männliche Hormone, das so stimmt, wie ihr auch. Aber das muss ja immer im Gleichgewicht sein. Ne? Ich kann ja nicht mehr Testosteron haben. Dann kriege ich halt mehr Muskeln und mehr Haare und ihr Jungs kriegt mehr Brüste. Ja. Okay. Ich bin natürlich kein Fachmann, ich weiß auch nicht, wie das gefiltert wird, ne? Aber ich kann mir vorstellen, das ist schon schwierig. Ne? So das ist ja wirklich so auf einer sehr kleinen Ebene, diese Medikamente, ne, die dann da drin. Also wie man das da, unfruchtbar können wie man das da rauskriegt, werden, ne? Sehr interessant. Finde ich teilweise auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Aber nochmal, um zurückzukommen, du hast jetzt wirklich durch dieses Buch einen Einblick so ein bisschen darin gehalten und dann auch angefangen, dich selber so ein bisschen weiter reinzufuchsen. Also ich meine, du kommst ja aus der Energiebranche, aus der Medizinbranche und hattest da ja auch schon den Zugang. Was würdest du jetzt jemandem raten, der vielleicht selber gar nicht aus der Branche kommt, selber nie Medizin studiert hat, selber vielleicht nicht so viele Ärzte kennt, der sich denkt, ey, ich möchte da auf jeden Fall mehr wissen, dann ist das doch das Buch, richtig? Genau, oder? Ideal, Medizingeschichte. Wie gesagt, es fing 1850 an und ihr müsst auch denken, das waren auch die Zeiten, wo die Kriege dann vermehrt leider stattgefunden haben auf dieser Welt und die Verwundeten brauchten Medikamente, die mussten versorgt werden. Ihr müsst euch vorstellen, wenn da ein Bein amputiert wurde der arme Soldat zum Schlafen gebracht mit einem Schlag ins Gesicht oder viel Alkohol, damit er das nicht spürt. Ne? Das heißt, es gab überhaupt keine Narkosemittel damals. Ne? Die wurden am lebendigen Gab es die nicht oder wurden die einfach nicht an die Soldaten gegeben? Das gab es einfach damals noch nicht. Seit wann gibt es denn Narkosemittel? Ich dachte, das ist alles später. Da gibt es auch eine ganz tolle Dokumentation darüber im New Yorker Krankenhaus. Erst viel später, 1920 vielleicht, ich weiß es jetzt selber nicht. Ne? Ich glaube sogar, die Indianer oder so, die hatten diesen Stoff schon. Oder ich weiß nicht, ob das in Afrika war, weiß ich nicht mehr genau, aber die haben ja damit die Tiere quasi, die hatten so Giftpfeile. Ne? Die haben die Tiere damit schlafen geschickt. Und später hat man dann irgendwie daraus dann, so erinnere ich mich zumindest an dieses Narkosemittel entdeckt. Die haben das natürlich abgeändert, das ist nicht der Stoff, wie das da an die Tiere gegeben wurde. Ne? Nicht so hochdosiert. Genau. Aber so. Richtig, genau. So wurde ja alles erfunden. Auch früher hat man ja mit ohne Handschuh, ohne Masken hat man operiert. Ne? Es gab zum Beispiel keinen chirurgischen Sauger, das müsst ihr euch mal vorstellen. Wahnsinn. Du schneidest da den Bauch auf, das Blut quillt raus und es gab noch keinen chirurgischen Sauger, womit
damit man das Blut absaugen konnte während der OP. Die Krankenschwester musste dann ganz schnell, ganz viel mit dem Tupfer immer das Blut verdrängen. Krass. Ja? Wahnsinn. Ja, stimmt, aber das sind so Sachen, da habe ich, ihr sprecht darüber, als wäre das so normal. Ja. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, dass man einen Blutsauger hatte. Das wusste ich jetzt gerade gar nicht. Chirurgischen also, macht ja eigentlich nur Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Aber und das Lustige ist, ein Mann ist darauf gekommen, indem er eine Art Staubsauger erstmal benutzt hat dafür. Der hatte dann so eine Art Staubsauger und hat sich überlegt, oh, das könnte man doch auch im OP-Bereich Stell dir vor, du wirst operiert und dann bringt der Arzt seinen Staubsauger. Wie wenn man so ein Loch in die Wand bohrt. Ja, das ist ganz toll, was das menschliche Gehirn so erfunden hat, sage ich immer. Ne? Ja. Die ganzen Erfindungen, Respekt. Ja. Ne? Unglaublich. Ja. Und du, war das dann auch dieses Buch, hast du das zufällig entdeckt oder bist du da, gab es so einen Anstoß bei dir, wo du gesagt hast, okay, jetzt reicht's, jetzt will ich mich über mehr informieren? Ja, also ich habe natürlich das, was er alles schreibt, die ganzen Medikamentengruppen, er erwähnt die FDA, das alles kenne ich ja im Grunde genommen. Aber das heißt nicht, dass jemand, der von Medizin keine Ahnung hat, das Buch nicht verstehen würde. Das ist so schön geschrieben, dass wirklich in meinen Augen es ist wirklich auch für Laien geschrieben. Genau, jeder das versteht. Genau, ganz wichtig. Jemand so, ich sag so ab 15, 16, wenn das ein Jugendlicher liest, auch ein älterer Mensch, auch ein Jugendlicher kann das Buch verstehen. Ganz okay, toll und das ist sehr, sehr gut zu wissen. Ja. Jetzt habe ich aber die Frage, ob das bei dir wirklich... Hast du dieses Buch einfach nur zufällig entdeckt oder hattest du so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt reicht's, jetzt möchte ich mich mehr informieren und hast dir dann eben dieses Buch gesucht? Oder? Nein, ich wusste, dass das Buch veröffentlicht wird in der Türkei. Ich habe, wie gesagt, seine meisten Bücher habe ich von diesem Schriftsteller. Ich mag einfach seine Art, wie er recherchiert. Er schreibt ja viele politische Bücher auch, ne, in der Türkei. Ja. Und dann habe ich das sofort gekauft und habe das. Also ich wusste doch nicht, was mich erwartet im Grunde genommen. Ne? Das ist eine sehr gute Überleitung. Ja. Tatsächlich würde mich auch mal ein bisschen interessieren, dieser Soner Yalçın. Ja. Wer ist das überhaupt? Also was kannst du uns über ihn erzählen? Wie ist er selber vielleicht auch dazu gekommen? Also weil du hast gerade eben zum Beispiel von Quellen berichtet im Buch. Ne? Ich finde, das Tolle an einem guten Buch ist ja immer, wenn die Quellen dazu entsprechend auch valide sind. Richtig, und, kann man alles nachvollziehen. Genau, also du hast das entsprechend auch geprüft, ne? Genau. Ob die ganzen Quellen valide sind und worauf er sich da bezieht. Ja. Aber was kannst du uns über ihn als Person erzählen? Ja. Also ich finde, er ist ein sehr, sehr guter Journalist und Schriftsteller und Autor. Er recherchiert immer alles, bevor er darüber schreibt. Und ist total ein ruhiger Mensch. Und es war schön, mit dem auch zu telefonieren, muss ich sagen. Sehr ruhig, sehr gelassener Typ. Und ich war halt sehr erstaunt, dass er dann auch viele Sachen so detailliert natürlich auch geschrieben hat. Klar, das Buch hat 550 Seiten, aber wie gesagt, so, dass wirklich jeder das verstehen kann. Also er hat es für das Volk geschrieben. Okay. Ne? Und ich habe es auch wirklich, denke ich, versucht so zu übersetzen, dass auch hier in Deutschland jeder Bürger das lesen kann und auch verstehen kann. Der wird nie langweilig. Auf keiner Seite wurde mir langweilig. Ich habe sogar Notizen gemacht und ich habe, wie gesagt, deshalb dafür auch 2,5 Jahre gebraucht. Ja, abends konnte ich ja erst. Ja. Ich bin ja 40-Stunden-Woche in der Praxis tätig. Ich habe noch eine Tochter und da habe ich dann die Abende dafür genommen. Aber wirklich mit Spannung habe ich mich immer an den Tisch gesetzt und was kommt jetzt in dem nächsten Kapitel? Ja? Also konntest du quasi gar nicht mehr geschlafen und du musstest das ins Deutsche übersetzen. Ich hatte dann immer Kopfkino im Schlaf, ganz ehrlich. Und weil die Kapitel, die haben sehr interessante Überschriften und dann geht der ja auf zum Beispiel ein ganz bestimmtes Medikament, das sagt mir ja die Überschrift vom Kapitel erstmal nicht. Wenn ich Kapitelüberschrift lese, denke ich, was meint er damit? Und dann fange ich an zu lesen und dann geht er ja detailliert darüber ein. Ich sage das jetzt, es fängt ja auch sehr spannend an, wie ein Krimi. Es geht um ich kann das ja ruhig mal sagen, um die Ermordung von türkischen Apothekern. Ja. So fängt das an. Ja. Darauf gehen wir gleich nochmal detailliert ein. Okay. Und es ist aber leider die Wahrheit gewesen. Ne? Ja. Nochmal ganz kurz zu Soner Yalçın. Also das Buch hat ja erstmal in der Türkei für viel Aufsehen gesorgt. Richtig, ja. Was mich an der Stelle interessieren würde, ist, was für eine Art von Aufsehen war das in der Türkei? Ja. Also wie ist das Buch in der Türkei angekommen? Ja, also er hat ja auch einen Fernsehsender so gesehen, oder TV heißt das. Und darüber hat er dann auch selber sein Buch damals... Er hat einen Fernseher?
Er ist der Gründer des Fernsehsenders. Okay, also er ist Besitzer er ist Autor und Besitzer des Fernsehsenders. Ja, und hat bestimmt seine Kollegen. Ich weiß jetzt nicht detailliert. Du sagst das so nebenbei. Ja. Ich kenne keinen Fernsehsender. Genau, der Mitbegründer des Fernsehsenders. Okay, auf jeden Fall hat er eine wichtige Position, hat er über dieses Buch immer dann natürlich erzählt. Und er bringt es eigentlich auf den Punkt. Ja, und das gefällt natürlich einigen Industriezweigen nicht. Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, es geht hier um Medizin, es geht um Medikamente, es geht um Impfungen, es geht um Infusionen, um alles im Grunde genommen. Ja, und das ist ja geprägt worden und es haben reiche Familien ja die Medizinbranche finanziell unterstützt. Und er hat einfach super recherchiert, sage ich. Verstehe, ja. Also es hat auch für viele Kontroversen gesorgt. Das Buch, auf jeden Fall, ja. Er hat auch Morddrohungen wohl bekommen. Okay. Also das verstehe ich nicht. Er sagt ja auch wirklich klipp und klar in dem Buch, ich will niemandem was Böses, ich will einfach nur, dass die Menschen lesen und sich selber ein Urteil machen. Das heißt, du würdest schon sagen, dass das Buch faktenbasiert ist. Ne? Definitiv. Es ist keine Meinung, sondern er arbeitet schon objektiv Thematiken auf. Genau. Ja? Wenn er von der FDE spricht oder von der WHO, erzählt er, wie die gegründet wurden, wer die Gründer sind, was die gemacht haben. Einfach sachliche Informationen. Okay. Das sind ja Sachen, die er recherchiert hat. Auf Deutsch. Was heißt das? Kommentare, Zeitungskommentare. Zeitungskommentare, genau. Die habe ich alle gesammelt, die auf Medizin bezogen sind. Ja. Und es ist einfach so, die Corona-Zeit ist ja abrupt in unser Menschenleben eingedrungen, wenn ihr euch erinnert. Plötzlich war ein böser Virus da und viele sind krank geworden und die Krankenhäuser waren überfüllt. Da habe ich mich dann einfach gefragt, was kann man dagegen machen? Wieso kann man im Jahre 2020 hat man so viel Technologie, so viel Wissen in der Medizin, warum kann man nicht diesen Virus so schnell bekämpfen, habe ich mich einfach gefragt. Und ich finde einfach, dass die Menschen auch ein bisschen selber was für ihre Gesundheit machen müssen. Also bei mir ist was erwacht, Jungs. Bei mir ist was erwacht, als diese abrupte Corona-Politik uns alle beeinflusst hat. Da ist bei mir hat es bei mir geklingelt einfach. Und das war ja genau die Zeit, 3 Monate später, nachdem ich das Buch hatte, fing das ja an und dann lese ich das und dann kommt da ein Kapitel über Impfung, über Antibiotika und ich sage nur, das kann doch nicht wahr sein. Okay. Also abrupt wurde unser Leben geändert. Anfang 2020. Und dabei war ich ich war da dran, das Buch zu lesen. Und dann habe ich einfach noch mehr recherchiert über alles, über was ich gelernt habe im Studium. Ja, was habe ich gelernt? Zum Beispiel, wenn ein Zahn schmerzt, gucke ich, ist da eine Entzündung, ist da eine Karies, ist der Zahn vielleicht sehr locker und infiziert. Dann muss ich als Zahnärztin mit meinem reinen Gewissen als Zahnärztin nach dem hippokratischen Eid, den jeder Arzt abgelegt hat, muss ich entscheiden, kann ich den Zahn jetzt retten oder nicht. Das liegt in meinem Ermessen. Ich entscheide darüber. Ja, der Patient ist Laie, der kommt und vertraut mir. So, und wenn ich ihn erhalten kann, den Zahn, mache ich eine Füllung. Wenn er infiziert ist und nicht wackelt, mache ich eine Wurzelbehandlung, um den Zahn halt noch nicht zu ziehen. Ja. Und das entscheide ich. Das liegt dann in deinem Ermessen, Macht. In meinem Ermessen, Und mit meinem Gewissen muss ich das vereinbaren. Ich verstehe. Ja, ich kann nicht einfach einen Zahn ziehen, wenn der erhaltungswürdig ist. Nicht erhaltungswürdig ist, nicht erhaltungswürdig ist, ja. Viele Patienten kommen und sagen, ja, der Arzt hat einen Zahn gezogen. Ja, warum, was hatten Sie? Dann weiß ich nicht. Ich finde, der Mensch muss auch für sich selber ein bisschen Interesse zeigen für seinen Körper, wie alles funktioniert. Definitiv. Ja? Ich finde es auch unfassbar wichtig. Überlegen. Einige Patienten stellen mir so viele Fragen, sage ich, sind Sie auch aus der Medizinbranche? Nee, ich habe selber nachgelesen. Und heutzutage kann man ja so viel recherchieren. Definitiv. Ich finde es auch zum Beispiel unfassbar wichtig, gerade wenn man auch Laie ist und keine Ahnung hat, ne? Also, dass man sich einfach eine Zweitmeinung einholt zum Beispiel. Richtig. Wenn die Leute Autos kaufen, die schauen überall nach, es gibt hier noch was Günstigeres, die fragen irgendwelche Freunde
Und damit sie das günstigste und beste Auto kriegen, aber wenn es um ihre Gesundheit geht, dann lassen die sich da sofort auf alles ein. Ne? So, genau. Und vor allem, der Arzt wohnt so weit weg, ich kann nicht zu dem. Der ist zwar besser, ich gehe lieber zu dem Arzt, der vor meiner Haustür ist. Also manchmal höre ich Sachen, das geht gar nicht, finde ich. Von Leuten, die irgendwie so im Ausland irgendwelche Magen-OPs und sowas alles. Ne? Oh, ganz schlimm, also, davon halte ich gar nichts. Ne? Hier in Deutschland, das ist ein ganz wichtiges Thema. Hier in Deutschland, wenn ein Ärztefehler besteht, hast du das Recht, einen Anwalt zu arrangieren, der ist spezialisiert auf Medizinrecht und du kannst nach deinen Rechten suchen und bekommst das auch als Patient. Der Patient ist der König vor Gericht, das sage ich klipp und klar. Aber in der Türkei oder in anderen Ländern im Süden von Europa oder wahrscheinlich auch in Südamerika ist das alles so ein bisschen, ich sage jetzt mal, lockerer. Ja? Also ich würde mich nicht im Ausland operieren lassen. Das ist jetzt ein ganz interessantes Thema, weil viele Menschen leider auch ins Ausland gehen, um sich die Zähne machen zu lassen. Ihr müsst bedenken, wenn ihr eure Krone im Ausland machen lässt, hat das hier keine Garantie. Ach so. Ganz wichtig. Das heißt auch ganz von wichtiges der Thema. Ist das. Richtig. Und du bekommst Kronen im Ausland und hast dann Schmerzen. So, die Krone habe ich nicht gesetzt. Dann sage ich dem Patienten, wenn ich jetzt an dem Zahn was machen müsste, ist das eine Privatleistung. Das Risiko gehen die also ein, wenn die ins Ausland gehen. Klar ist es im Ausland günstiger. Du hast hier keine Garantie. Stell dir mal vor, die Krankenkassen hier müssten alle Patienten, die im Ausland sich die Zähne machen lassen, die sich eine OP machen, eine Hüft-OP, eine Knie-OP, Haare pflanzen lassen, und dann passiert was und dann soll das hier auf Kosten des deutschen Steuerzahlers bezahlt werden, im Grunde genommen. Richtig, Nein, ist nicht in Ordnung. Aber was heißt keine Garantie? Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Zahn setzt oder ein Implantat setzt, Zahnimplantat, und es kommt zu, weiß ich nicht, eine Entzündung oder was auch immer. Periimplantitis. Das heißt, dass das dann quasi nicht versichert ist oder was? Oder wie? Nein, wenn das Implantat in Deutschland gesetzt wurde, dann hast du hier die Arbeit machen lassen, den Zahnersatz. Und wenn du Beschwerden hast, gehst du zu dem Zahnarzt hier in Deutschland. Wenn du es aber in der Türkei machen lässt, das machen ja auch viele. Die lassen zum Beispiel in der Türkei oder in Rumänien oder in Polen, lassen sich die Zähne günstiger machen. Und dann passiert was, dann darf ich eigentlich aus ethischen Gründen schon die Arbeit eines anderen Kollegen nicht anfassen, weil es ist seine Arbeit. Aber was soll der Patient machen in dem Moment? Der musste dann in die Türkei fliegen, weil er Zahnschmerzen hat. Dann muss ich ihn also als Privatpatienten behandeln. Das wollte ich sagen. Das kann ich nicht über die Krankenkasse abrechnen. Das heißt, er muss dann selber bezahlen. Richtig, er ist Privatpatient. Das sage ich dir noch klipp und klar. Bei Privatpatienten denke ich immer an privat versichert. Das heißt, auch wenn er privat versichert ist, macht das keinen Unterschied. Wenn er privat versichert ist, der Patient, der lässt sich dann ganz sicher nicht im Ausland die Zähne machen. Weil er ist ein privat versicherter Patient sowieso schon. Verstehe. Ja? Also das geht nicht. Und stellt euch mal vor, da ist eine Krone vielleicht falsch, schlecht, nicht richtig gemacht und dann versuche ich die zu retten, um dem Patienten zu helfen, weil es ja meine Pflicht, dem Patienten zu helfen, und dann bricht mir der Zahn ab. Was glaubt ihr dann, wer dann verantwortlich ist? Wahrscheinlich du, oder? Ja, klipp und klar. Obwohl das eigentlich der Fehler des... Das habe ich alles erlebt in der Vergangenheit. Ich bin ja jetzt seit 30 Jahren schon, seit 35 Jahren schon Zahnärztin. Sorry, nicht 35, komme ich noch auf 35, dann wäre ich 60. Seit 25 Jahren bin ich Zahnärztin und ich habe das erlebt. Mache ich nicht mehr, sage ich. Da warst du verantwortlich dafür, ja? Wow. Klar. Okay, das heißt, wenn bei dir jetzt jemand in die Praxis kommt und sagt, ey, ich habe am Ausland irgendwas gemacht, dann sagst du dem ganz klar, klipp und klar. Sowas mache ich nicht, geh da, wo du es gemacht hast. Wenn Sie wieder Urlaub machen in Anteile, gehen Sie da bitte wieder in die Klinik. Okay. Mache ich nicht mehr, weil ich bin dann in der Verantwortung, wenn was bricht. Ich muss das dann zahlen. Ist mir auch schon passiert. Ja, ich verstehe. Versteht ihr? Das ist so, als würde man ein TÜV-Siegel einem Auto geben, was gar nicht hier eine entsprechende Untersuchung hatte. Richtig, ja. Und deshalb gibt es ja auch Medizinrecht. In Deutschland wird das nun mal sehr ernst genommen, das muss ich sagen. Das ist auch richtig so, weil der Patient ist Laie, der kommt und vertraut dir. Der ist ja ausgeliefert als Patient. Ja? Und da musst du auch wirklich alles machen. Primum non nocere, ein lateinischer Satz. Zuerst nicht schaden. Das ist deine erste Pflicht als Arzt. Ja? Und wenn dann was passiert und der Patient ist informiert, dann holt er sich einen Anwalt für Medizinrecht. Und glaubt mir, in 99% der Fälle kriegt der Patient Schmerzensgeld. Ja?
Und das ist leider nicht in anderen Ländern so in Europa. Das ist so. Ja. Ja. Hast du oft Fälle, wo Leute hier reinkommen mit solchen Kronen? Ja. Ja? Und die tust du alle abweisen quasi? Da sage ich, tut mir leid, ich kann jetzt nicht rangehen. Ich sehe, Sie haben eine Entzündung, dann verschreibe ich zum Beispiel Antibiotika. Ja? Aber wenn Sie dann wieder Urlaub machen, gehen Sie dahin. Ja? Ich hatte zum Beispiel eine Patientin, die hat vor 2 Jahren sich Kronen machen lassen in der Türkei. Jetzt sind die abgefallen. Und darunter waren die Zähne ganz stark kariös. Jetzt musste ich sie ziehen. Jetzt hat sie eine Prothese und das wollte sie ja verhindern, indem sie vor 2 Jahren alle Kronen hat machen lassen. Ja. Kann ich nicht helfen. Ich kann dann nicht zaubern, versteht ihr? Das versuche ich den Patienten klar zu machen. Ja. Ich frage jetzt so ein bisschen, weil ich auch nicht so ganz in der Thematik drin bin, aber angenommen, ich habe jetzt mir so eine Krone setzen lassen, komme dann her, habe dann diese Probleme, du würdest jetzt keine Behandlung durchführen, weil du das entsprechend... Jein, muss ich sagen. Jein. Ja, ich verstehe. Aber gibt es die Möglichkeit, diese Krone dann noch zu entfernen, eine neue zu setzen? Oder? Klar. Okay. Also ich würde ja nicht guck mal, es geht darum, dass bei einer Keramikkrone die Keramik nicht zerplatzt, wenn ich den Zahn aufbohre. Und das wird leider sehr wahrscheinlich passieren. Verstehe. Ja, weil ich eine Wurzelbehandlung machen muss, weil der Zahn entzündet ist zum Beispiel. Verstehe. Ja? Und dann besteht durch die Hitze vom Bohrer die Gefahr, dass die Keramik platzt. So. Wer macht das dann? Ja, also langes Thema. Ja, langes Thema, die Zahnheilkunde. Ne? Also man muss sich an die Gesetze und Regeln einfach halten. Und die Menschen haben ihre Rechte, deshalb gibt es auch Anwälte für Medizinrecht. Ja? Da muss man da hingehen, da darf man auch als Patient kein schlechtes Gewissen haben. Seine Rechte muss man sich holen. Ja. Du hast dann die Hohlschuld. Ich verstehe. Sehr interessant. Ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal ein bisschen wieder zurück zum Buch, zurück zum Thema. Ich habe mir so ein bisschen die Inhalte des Buches natürlich angesehen, ein bisschen überflogen. Es wird im Buch, das fand ich sehr interessant, von 5 ermordeten Apothekern gesprochen. Ja? 1979, glaube ich. 1979. Genau, wenn ich es richtig rausgeschrieben habe, ja. Und ja, vielleicht kannst du darauf so ein bisschen eingehen. Ja, deshalb ist das auch ein interessantes Buch für Apotheker auf jeden Fall. Ja. Und damit die nicht draufgehen? Oder was? Nein, damit sie auch interessiert mal nachlesen, was mit ihren Kollegen in der Türkei passiert ist. 1979 in der Stadt Manisa wurden 5 Apotheker ermordet. Und die Täter sind nicht gefunden worden. Alles zur gleichen Zeit, ja? Genau, zur gleichen Zeit. Diese Apotheker hatten sich zusammengetan in einer Art Vereinigung, um, das ist ganz wichtig, darüber zu entscheiden als Apotheker, woher sie ihre Medikamente bekommen, wie es den Patienten verschrieben wird, dass sie da mitwirken, versteht ihr? Und irgendjemandem hat es wahrscheinlich nicht gefallen, dass sie die Patienten, die Menschen aufklären wollten. Okay, aufklären, das heißt, die haben immer alle von der gleichen Stelle ihre Medikamente bezogen und wollten das dann ändern, oder? Ja, also die wollten die Kontrolle darüber. Damals fing es schon an, dass das vorgeschrieben wurde. Ne? Okay, das heißt, ein Apotheker kann jetzt nicht einfach von wo er will die Medikamente beziehen, sondern das ist vorgeschrieben. Richtig, das ist an Politik gebunden. Ich will eigentlich mit diesem Buch auch wirklich erreichen, dass die Leute ein bisschen selber für sich sorgen lernen, sich selber verpflegen. Zum Beispiel ein ganz süßes Beispiel, eine ältere Patientin hat erzählt, früher im Dorf in der Türkei hat man die Eierschalen zermahlen und den kleinen Schulkindern in der Grundschule einen Löffel zermahlene Eierschalen. Ja, das habe ich auch schon gehört. Warum glaubst du? Eierschalen? Ja, zermahlen mit Mörsel. Ja. Woraus bestehen denn Eierschalen? Calcium, das musst du dir mal vorstellen. Das würde ja jetzt keiner mehr machen. Ja. Solche Sachen. Ne? Back to nature. Back to nature. Ja, ein guter Freund von mir, auch ein sehr guter Sportler, das habe ich mal ein Video gesehen auf Instagram, da hat er diese Eierschalen in so einen Mixer getan und hat die dann so quasi klein gemacht und dann in seinen Shake noch reingemacht. Extra die Eierschalen. Ja, die Eierschalen. Ich kenne auch jemanden, der isst seine Eier immer, der kocht die und isst die dann mit Schale. Dann habe ich ihn angeschrieben, ich meinte, was machst du da? Das hat mich total verwundert, aber dann habe ich ein bisschen recherchiert und tatsächlich sind da wertvolle Dinge drin. Ja. Das heißt sozusagen, als Nahrungsergänzungsmittel wurde das den Kindern gegeben. Richtig, sehr schön. Statt Nahrungsergänzungsmittel Eierschalen für Calcium. Ja. Aber Calcium wirkt auch nur zusammen mit Magnesium, ne? Das muss man dann natürlich wissen. Nicht einfach loslegen, vielleicht dann auch mal den Arzt fragen und Blutbild machen lassen, wenn man vielleicht erschöpft ist. Aber ist das nicht auch so eine der gefährlichen Dinge an so Halbwissen, dass wenn Leute jetzt so Trends auf Social Media beobachten und dann sehen die, okay, da zermatscht jetzt jemand seine Eierschalen, dass sie dann einfach
blind drauf loslaufen, wie gesagt, Problem. Eben ohne diese Hintergrundinformationen und dann so Dinge verbreiten, die nur Halbwahrheiten sind. Da ist mir gerade eine Glühbirne aufgegangen. Ich mache ja auch Kieferorthopädie. Mein Tätigkeitsschwerpunkt ist übrigens Kieferorthopädie. Ja? Okay. Ja. Und es war leider nicht leicht in Deutschland, die Fachausbildung zu machen, aber nach einer gewissen Zeit kam dann ein Gesetz raus. Zahnärzte, die 2 Jahre lang gearbeitet haben, neben einem Kieferorthopäden, haben das Recht auch auf ihr Praxisschild Tätigkeitsschwerpunkt Kieferorthopädie zu schreiben. Und das habe ich gemacht. Und zwar, eine Zeit lang, ist jetzt sehr lange her, war das bei TikTok, gab es damals TikTok, weiß ich nicht, YouTube gab es ja schon sehr lange, hat irgendein Jugendlicher einfach ein Gummi, was wir kennen, ein kleines Gummi, wie ein Haarbandgummi genommen und hat bei einer Zahnlücke, hier vorne die 2 großen Zähne, das sind die Einser, sagen wir, hatte der eine Lücke und hat sich selber diese Gummis über diese 2 Zähne geschoben, drumherum, um die Lücke zu schließen. So. Dafür ist aber eine feste Spange nötig, ja? Und dann haben das die Jugendlichen wohl nachgemacht. Könnt ihr euch daran erinnern? Nee. Das recherchiert das mal ruhig. Okay. Das ist so spannend. Dass das wirklich so ein Trend war? Was glaubt ihr, was passiert ist? Es hat funktioniert. Nee. Das ist ja keine Ahnung. Ich kann mich daran erinnern, als ich was kleiner war, da waren meine oberen Zähne, die waren so nach innen. Und dann hatte mir mein Kieferorthopäde damals so einen Stapel voll von diesen, ich weiß nicht, wie man das nennt jetzt, diese Stöckchen, mit denen man so die Zunge runterdrückt. Wie nennt man die? Ja, Zungenspatel. Genau, hat er mir so Zungenspatel gegeben und ich musste dann, jeden Tag musste ich meine Zähne so nach vorne drücken mit dem Spatel. Richtig, der wollte, dass seine Zähne nach vorne kommen, protrudieren. Ja, klar. Ja. Wenn ein einziger Zahn oder 2 in der Fehlstellung aber deswegen dachte ich, dass ja eigentlich nur was Mechanisches ist, dass deswegen auch Gummis. Aber was ist passiert? Das sind ja keine Ärzte, keine Kieferorthopäden, keine Zahnärzte. Was ist mit den Zähnen dieser Jugendlichen passiert? Falsch verrutscht wahrscheinlich, ne? Die haben sich verstellt. Dann hat dem einen Kind hier die Wurzeloberfläche rausgeguckt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ja? Deshalb ist das Dümmste, was man machen kann. Entschuldige bitte. Ja, nee, das ist so. Einfach so einen Trend nachzumachen. Ja, was viele auch nicht wissen, ist, diese Zähne sind ja in einer gewissen Spannung zueinander. Richtig. Ne? Das ist ja hier, die sind alle in einem Gegengewicht zueinander. Richtig, ne? Richtig. Das heißt, auch wenn du zum Beispiel, ich glaube wenn du unten zum Beispiel einen Zahn nicht hast, ne? Der fehlt oder der wird dir gezogen und da wird jetzt kein neuer Zahn gesetzt oder so, dann tut der Zahn ja jedes Mal ins Leere drücken quasi und deswegen wächst dann der obere Zahn immer weiter runter. Sehr gut, der elongiert und neben der Lücke die Nachbarzähne kippen in die Lücke. Richtig, das kommt dann mit den Monaten, mit den Jahren. Was so eine Disbalance auslösen kann. Richtig, ne? Da will ich gar nicht wissen, wenn man falsch irgendwie Druck ausübt, was das im ganzen Gebiss machen kann. Will ich gar nicht wissen, was alles passiert, wenn man Organe aus dem Körper nimmt. Das wird ja teilweise in verschiedenen Praktiken sehr, sehr oft gemacht und sehr, sehr, wirklich in großer Stückzahl bei vielen Menschen. Also zum Beispiel, was gibt es für Organe, die regelmäßig wirklich rausgenommen werden? Der Blinddarm zum Beispiel. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich keine Auswirkungen auf den Körper hat. Also ich bin kein Experte oder so, aber klar. Nur weil ich daran gerade gedacht habe, als du sagtest, was so kleine Dinge für große Disbalancen im Körper auslösen können. Richtig. Das ist sehr schön. Gruselig. Ja. Eigentlich ist jeder Schnitt in den Körper, der stört ja die Energiequellen. Richtig, das muss man bedenken, wenn viele Menschen sich mit Esoterik und solchen Sachen beschäftigen, tue ich auch, interessiert mich sehr. Ich forsche da viel, ich lese da viel. Jede Schnittstelle, wirklich jede kleine Wunde würde wohl zu einem negativen Energiestrom führen. Ne? Da stimmt dann was nicht. Ne? Da fließt was nicht richtig. Ja? Also eigentlich sollte man ja wirklich vermeiden, möglichst Eingriffe am Körper vorzunehmen. Selber, ne? Genau. Das ist auch so ein persönliches Ding. Ich selber denke auch, dass unser Körper so geschaffen ist, dass er für alles eine Lösung hat. Sonst hätten wir evolutionär ja gar nicht überlebt. Genau. Ne? Wir sind perfekt angepasst an unsere Natur, unser Körper, dieser Planet, das ist einfach... Das passt zusammen. Ne? Wir haben ein Immunsystem, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben ein Immunsystem, genau. Ja. Und deswegen finde ich, sollte man möglichst vermeiden, externe Dinge zuzuführen oder irgendwie Eingriffe vorzunehmen, Dinge zu entfernen. Ne, es gibt natürlich Fälle, wo man was machen muss, das ist ganz klar. Aber dann ich kann mir ja auch nicht selber die Haare schneiden, ja? Und ich finde, diese Trends sind unerträglich mittlerweile. Ja. Ist auch gefährlich teilweise. Natürlich. Also was sich da auch Jugendliche dann zusammenreiben, das kann ja wirklich auch zu wirklich negativen Dingen, also ich meine, fängt ja nur bei schiefen Zähnen an. Ja. Ich meine, in ärmeren Ländern kann ich das natürlich verstehen,
wenn Leute, ne, wo die gesundheitliche Versorgung nicht so gut ist, ja, wo Leute versuchen, sich selber zu behandeln. Aber gerade in einem Land wie Deutschland, ja, wo die gesundheitliche Versorgung im Vergleich zu anderen Ländern eigentlich sehr gut ist. Eigentlich ist die Versorgung hier in Deutschland ja wirklich auf sehr hohem Niveau. Ja, und deswegen, dafür werden wir ja eigentlich von der ganzen Welt auch entsprechend beneidet. Ja, klar. Ja. Dass wir eben auch so ein gutes Kastensystem haben, dass wir uns wirklich jede Behandlung irgendwie leisten. Dafür, selbst in großen Staaten wie USA müssen Leute dafür Geld bezahlen und können sich teilweise Behandlungen gar nicht erlauben, ja. Das finde ich sehr, sehr interessant, ne? Dass in so einem Staat wie Deutschland, dass man hier entsprechend, wo man jede Art von Versorgung haben könnte, dass man da trotzdem sich einfach nicht informiert darüber. Ja? Und aber dazu muss ich jetzt wirklich aktuell sagen, dass wir gerade Fachkräftemangel haben. Ja. Es fehlt uns leider an Altenpflegern, an Krankenschwestern, an Hebammen, ja, weil halt jetzt unsere Eltern ja schon Rentner sind oder die Generation wird zu Rentnern, die arbeiten nicht mehr und es gibt wenig Nachwuchs, muss man einfach sagen. Die deutsche Familie hat 1,3 Kinder im Durchschnitt wohl. Zu meiner Kindheit weiß ich noch, dass die Zahl bei 1,6 Kindern pro Familie lag. Jetzt ist es bei 1,3 und es fehlt hier wirklich an Fachkräfte. Zum Beispiel suche ich eine Auszubildende, habe jetzt Gott sei Dank eine gefunden, spontan. Es gibt keine Spontanität, das ist alles geführt, gelenkt, denke ich. Ich hatte Schwierigkeiten, eine Auszubildende zu finden. Ja. Ist doch traurig. Also man muss die Menschen auch wieder, die Jugendlichen vor allem auch für medizinische Berufe begeistern. Das ist wichtig. Altenpfleger, Krankenschwester, Hebammen, Zahnmedizin, Arzthelferin, die brauchen wir einfach. Woran denkst du, liegt es, dass dieser Fachkräftemangel zustande gekommen ist? Also ich weiß zum Beispiel, dass man zum Beispiel den Pflegeberuf, ne, dass man den zu einem Studium jetzt auch gemacht hat, um den Beruf einfach attraktiver zu machen auch. Ne? Um nicht einfach nur zu sagen, ja, das ist so eine Pflegerin, sondern das ist eine studierte Frau, die weiß genau, also dass man den auf einer Seite attraktiver macht, aber ich glaube auch besser bezahlt. Richtig, darum geht es natürlich auch. Ja. Du triffst also es gleich auf den Punkt. Den Pfleger, den gibt es auch immer noch. Also ich habe einen Freund, der macht eine Ausbildung zum Pfleger. Ja. Also wie das wurde umgeändert. Ja, also es wurde ein Studium dazu geschaffen. Ja? Ich glaube im Pflegepersonalstärkungsgesetz oder so, ne? Wurde das festgesetzt? Kann sein, dass ich gerade falsch liege. Ich glaube, so viel ich weiß, fehlt du bist dann quasi nicht nur ein Pfleger, sondern du bist irgendwie, ich weiß nicht genau, wie der Beruf dann heißt oder was man da für eine... du hast dann halt einen akademischen Titel. Ist ja auch gut, guck mal, sehr gutes Beispiel. In der Türkei musst du studieren, um Physiotherapeut zu werden. In Deutschland musst du nur eine Ausbildung machen, in Anführungszeichen nur. Ich kenne jetzt nämlich einige, die haben... die wollen jetzt hier physiotherapeutisch tätig sein und machen gerade diese Umschulung. Ja. Aber ihr seht, das eine Thema eröffnet das andere Thema. Das ist schon sehr spannend und interessant, wie ihr seht. Ich denke auch, das ist nicht das letzte Mal, dass wir zusammensitzen. Nee, gerne, wir können uns öfter treffen. Also ich merke auch, mir liegen noch so viele Fragen auf dem Herzen, die ich alle gerne stellen würde. Und ich glaube auch, die Zuschauer hätten gerne wirklich... Ich denke, da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu. Wenn Interesse ist, warum nicht? Okay. Genau, also wir sollten definitiv ein bisschen mehr darauf schauen, was wir unserem Körper zuführen, ja, und uns ein bisschen mehr darüber informieren. Ich bin selber ja auch vom Fach so ein bisschen, deswegen kann ich sagen, dass jedes Medikament, ja, so schön die Wirkung auch ist, ja, ob es jetzt heilt oder lindert, das ist natürlich entsprechende Nebenwirkungen auch gibt. Ja. Ne? Das ist der Preis dafür. Das ist der Preis dafür. Und jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Nicht umsonst gibt es diesen Beipackzettel und so weiter. Ne? Also man sagt ja auch immer, die Menge macht das Gift. Genauso ist auch die Dosierung sehr entscheidend. Ein Medikament kann in einer bestimmten Dosis heilen, während es in einer anderen Dosis auch zu töten kann oder dich vergiften kann, dir schädigen kann. Ja? Und deswegen so wenig wie möglich zuführen, zumal man ja auch nicht weiß, das Thema hatten wir gerade eben mit dem Leitungswasser, wie viel von dem Medikament wird dann auch am Ende des Tages ausgespült vom Körper oder verbleibt da vielleicht noch ein Rest im Körper? Ne? Was ist mit diesem Rest? Hat das vielleicht auf Langzeit doch irgendwelche Auswirkungen? Ist alles teilweise auch natürlich noch nicht untersucht. Ne? Ja, was ich auch immer sehr interessant fand, jetzt gerade auch nochmal um das Thema Medizingeschichte aufzugreifen,
das hatten wir auch schon mal in einem Podcast zuvor, dass quasi Medikamente, ja, die werden ja natürlich auch von Unternehmen entsprechend auf den Markt gebracht. Die natürlich wollen die den Menschen auch helfen, aber ist ja auch klar, dass die mit dem Medikament Geld verdienen möchten. Sonst würden sie es ja nicht patentieren und entsprechend vermarkten und so weiter. Ja. Werbung machen im Fernsehen darf man jetzt nicht für Medikamente in Deutschland, aber zum Beispiel, nein. Ich erinnere mich an Aspirin-Werbung. Ja, es gibt bestimmte Ausnahmen. Wie genau die sind, da bin ich auch nicht in der Materie. Aber so richtig Werbung für Medikament machen darf man in Deutschland nicht. Das wird sehr stark kontrolliert. In den USA aber zum Beispiel, da werden Medikamente im Fernsehen vermarktet wie Obst und Gemüse. Ne? Die kriegst du auch überall im Supermarkt. Auch teilweise ohne diese Verpackung. Also wirklich, du kaufst dir einfach da überall deine Medikamente. Ne? Und ein Kollege von mir war mal in den USA, der meinte, dass jeder im Haushalt so eine Schublade voller Medikamente hat, wo er einfach für jedes Mal irgendwas irgendwie sich da rausnimmt. Finde ich auch sehr extrem. Und also ich fand zum Beispiel damals sehr faszinierend, dass... Sehr dystopisch fast schon. Ja. So wie du das erzählst. Ich fand es zum Beispiel sehr interessant, dass diese Pharmaunternehmen sich immer die Frage gestellt haben, oder auch natürlich, wenn sie ein Medikament entwickeln, was für einen Gewinn sie damit erzielen. Ne? Und da gab es zum Beispiel das Beispiel Hepatitis, ne? Man hatte den heilenden Wirkstoff. Da hat man sich die Frage gestellt, soll ich das Medikament jetzt auf den Markt bringen? Ja? Und sorge dann dafür, dass die Leute wirklich geheilt werden. Was passiert ist, du hast erstmal natürlich ganz viel Gewinn durch das Medikament, aber im Gegenschluss hast du irgendwann gar keinen Gewinn mehr, weil du keine Kranken mehr hast. Was ist langfristig gewinnbringender, wenn du ein Medikament auf den Markt bringst, was die Symptome behandelt, was die Symptome lindert, ja, anstatt zu heilen, und somit kannst du eine Person dauerhaft auf eine Medikation setzen und hast dauerhaften Profit dadurch. Ne? Woher kommt das? Das kommt dadurch, dass... Nein, ich meine nicht, es macht ja schon Sinn aus Sicht eines Unternehmens, was profitabel bleiben möchte. Natürlich, ja. Ich meine eher, wie man zu diesen Informationen kommt, weil das klingt ja fast schon böse, weißt du? Wie meinst du das? Ja, für mich klingt das einfach nur böse und profithungrig. Ja, er meint, so wie du das Symptome werden nur behandelt, genau. Ja. Nein, nicht die Ursache der Krankheit. Genau, richtig. Ne? Aber wie kommt man denn auf sowas, das nachzuforschen? Wie kommst du, wo hast du die Information her? Ich komme ja aus dem Fach. Ich weiß ich weiß, wie diese Unternehmen dahinter so ein bisschen funktionieren auch, was ja auch normal ist. Die haben Mitarbeiter, die müssen Mitarbeiter bezahlen. Das passiert ja nicht alles irgendwie vom Himmel. Ja? Die müssen natürlich Gewinn einfahren, damit die entsprechend auch ihren Lebensunterhalt und so weiter. Und das sind ja auch Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht. Das sind ja nicht irgendwie irgendwelche Vereinigungen, die da irgendwas umsonst machen. Ja? Das ist klar, da sind Leute dahinter, die auch entsprechend die ganze Vermarktung des Medikamentes berechnen. Also wie lange läuft eine entsprechende, wenn sie das Patent setzen zum Beispiel. Patentrecht. Genau, ich glaube 10 Jahre oder so ist das. Ne? Die haben die rechnen die ganzen Kurven aus. Also die wissen genau, sobald das Patent ausgelaufen ist, ja, dürfen andere Unternehmen das Medikament kopieren. Das nennt sich Generikum. Ja? Generikum. Genau. Die sind dann auch günstiger. Genau, die sind günstiger. Die dürfen aber nicht 1:1 das Gleiche nehmen, ja? Sondern die müssen etwas minimal verändern. Die machen manchmal die dürfen nichts an der chemischen Substanz, meine ich, verändern. Ne? Am Wirkstoff. Der Wirkstoff ist der gleiche. Der Wirkstoff ist der gleiche, aber wir müssen andere Sachen verändern. Einer macht es in Kapsel, der andere genau. Ja. Nee, das auch nicht. Dann hast du wieder eine andere Wirkweise. Ne? Das ist auch. Aber die müssen auf jeden Fall da gibt es ein paar Konditionen, wo die einen Spielraum haben, die müssen das ein bisschen verändern. Und das passiert dann auch meistens. Ne? Du hast dann den gleichen Wirkstoff in einem anderen Medikament und dadurch flacht dann natürlich deine Gewinnkurve auch ab für das Medikament. Ne? Ist ja klar, wenn du mehr Anbieter hast, die auch günstiger sind, wird dein Medikament nicht mehr verkauft. Natürlich gibt es dann Patienten, die sagen, ich möchte dieses Medikament haben, weil mir das hilft, das andere hilft mir nicht. Kann man jetzt sagen, ist vielleicht Psyche. Placebo sogar. Genau. Aber es ist so. Ne? Also, und zum Beispiel das Patentrecht, ne? Genau. Das gibt es in der Türkei erst seit 2000. Okay. Musst du dir mal vorstellen. Ja. Und damit hat das ja auch was zu tun. Die Apotheker hatten ja nicht das Patentrecht. Auch eine Apothekerin in der Türkei, die hat jetzt selber 2 Medikamente gegen Hautkrankheiten und noch was, glaube ich. Und die hat das patentieren lassen beim türkischen Gesundheitsministerium, wo
wo sie das hat machen lassen. Und sie hat mir gesagt, dass das schwierig ist. Es ist schwierig, Patente zu setzen. Ne? Weil, ist das denn, kann jetzt ein großes Unternehmen sowas schneller machen als ein Klar, Apotheker? da ist dann sehr gut, da sind dann Wettrennen, ne? Der schnuppert das, der will da sowas machen, komm, wir machen das jetzt mal schnell. Okay. Ja? Ihr müsst euch auch so das vorstellen, es ist leider so, dass manchmal auch die Medikamente erstens produziert werden, da ist das und das drin, wogegen wirkt das, okay, dann wirkt das jetzt gegen diese Krankheit. Was zum Beispiel auch sehr interessant ist, es gibt ja die berühmte blaue Pille, wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja. Für die Männer. Ja. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. So, genau. Die ist ja auch, die wurde anfangs ja auch zu einem anderen Zweck eingeführt. Ne? Also man wollte damit entsprechend Blutdruck behandeln. Genau, Blutdruck behandeln und hat dann als Nebenwirkung dann diese Wirkung festgestellt. Und jetzt wird das vermehrt ja nur noch dafür eingesetzt. Ne? Also da sieht man, und was ich auch sehr interessant fand damals, als ich davon gehört habe, es gibt ja diese Fälle, wo zum Beispiel Personen Kapseln oder Pillen nicht schlucken können, ne, von Medikamenten. Dann gab es ja damals diese Mörser, wo man das dann so klein gemacht hat und gegeben hat. Ne? Was mir dann aber erklärt wurde, ist, durch dieses Zermörsern veränderst du schon die Wirkung. Weil es wird schon anders verstoffwechselt, weil der Körper muss das gar nicht mehr abbauen. Das heißt, der Wirkstoff gelangt viel, viel schneller teilweise in dein Kreislaufsystem, was die Wirkung des Medikaments komplett verändern kann. Ja, und die Kapselhülle ist ja auch wichtig. Die Kapsel wirkt ja auch, die Hülle. Die löst sich ja je nach Organ und je nach... Die löst sich ja im Magen erst auf. Die soll sich ja auch erst im Magen auflösen oder später, und wenn der Patient dann die auseinander nimmt und direkt das Medikament mit Wasser einnimmt, dann wirkt das dann anders. Ne? Das stimmt. Und die haben ja auch ein Ablaufdatum, Medikamente. Und vor allem Impfstoffe, ne? Ja? Das stimmt, ja. Da findet dann eine chemische Reaktion statt, wenn du das dann nimmst. Ja. Okay, krass. Du wolltest eben was sagen, Leandro? Ich hatte eben, dazu zu der Zulassung von Medikamenten, zu der Patentierung, das ist ja immer ein relativ langer Prozess. Ist der immer gleich lang oder was sind weil ich höre immer nur, dass zum Beispiel jetzt in der Pandemie hatten wir auch sowas, dass jetzt viele, ich glaube, wir haben sogar vorhin kurz drüber gesprochen, dass viele Dinge schneller zugelassen wurden als andere. Und ist das festgeschrieben? Spielt da Geld eine Rolle? Spielt das Unternehmen, die Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens eine Rolle? Was ist an der Stelle wichtig? Weil ich weiß nur, dass es da irgendwie Unterschiede gibt. Genau, aber woran wichtige Frage. Schaut mal, zum Beispiel steht eine Gegenfrage. Gibt es einen Impfstoff gegen HIV? Nicht, dass ich wüsste. Seit 35 Jahren wird recherchiert. Ja. Warum haben die da noch keinen Impfstoff gefunden? Das geht nicht so leicht, heißt das. Anderes Beispiel. Ja. Was glaubt ihr, Meningitis, wie viele Jahre das gedauert hat? Meningitis einen Impfstoff zu finden. Ratet mal bitte. Einmal eine Zahl von dir und einmal von dir. Meningitis ist Gehirnhautentzündung. Ja? Was glaubt ihr? Ich sag mal einfach... Sag eine Zahl. Wie viele Jahre? Du sagst nach HIV 35 Jahre so. Ist noch nichts gefunden worden. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich im Kindergarten war, hatte das mal ein Kollege, ein Kind von mir aus dem Kindergarten. Und dann mussten wir alle zum Arzt und mussten dann überprüfen, ob wir das haben. Das weiß ich noch. Also vermute ich mal, dass es zu der Zeit es noch nicht gab. Und wenn ich jetzt mein Alter entsprechend kalkuliere, würde ich sagen, mindestens 30 Jahre, 20 Jahre oder so. Ne? Was glaubst du? Ich sag 10 Jahre. 68 Jahre. 1906 fanden die... 68 Jahre? Ich hatte ja von Soner Yalçın gesprochen, der hat hier in der türkischen Zeitung eine Kolumne halt geschrieben, ne? Kommentare. Und das war genau im November 2020, ja. Und da schreibt er die ganzen Impfstoffe, die wir kennen. Wie viele Jahre es gedauert hat. Meningitis, 68 Jahre. Von 1906 bis 1974 haben die daran geforscht. Zum Beispiel, das ist jetzt ein türkischer Artikel, klar, zum Beispiel Kızamık, Masern. 1954 bis 1963, das ging schnell. 9 Jahre immerhin, ja? Moment, sind das die Daten, wo daran offizielle Daten geforscht wurde? Oder ist das die... Bevor es erlaubt wurde, an den Menschen zu... Das heißt, der Zeitpunkt, von dem, wo der Impfstoff entdeckt wurde, bis dahin, wo er zugelassen wurde... Langzeitstudien wurden gemacht. Langzeitstudien an Tieren gemacht, dann auch an Menschen.
Ja, seht ihr das nicht manchmal? In der Straßenbahn steht ja, wir suchen junge Leute, Studenten, die für die Medikamente, die neuen Medikamente sich zur Verfügung stellen sollen gegen Entschädigung. Ja. Das heißt, da gehen dann junge Studenten, die ja sowieso im Studium Geld brauchen, stellen sich da zur Verfügung und nehmen Medikamente ein, die erprobt werden. Das läuft ja so ab, das müsst ihr euch vorstellen. Erstmal an Tieren. Da gibt es ja auch viele, die sagen, nee, wir wollen keine Tierversuche, ja? Und dann fängt es mit Menschen an. Dann nimmt man erst eine kleinere Gruppe, 10 Menschen, beobachtet sie über einen längeren Zeitraum, der neue Impfstoff oder das neue Medikament, wie wird es in deiner Leber verarbeitet, wie wird es ausgeschieden über die Nieren. Und da gibt es also Unterschiede. Ja? Genau, Unterschiede, ganz wichtig, guck mal. Du bist ein anderer Mensch, er ist ein anderer Mensch. Ich bin eine Frau auch noch. Ich meine, ein anderes Geschlecht. Und wie wirkt das? Dieses eine Medikament kann ja bei dir nicht genauso wirken wie bei dir. Und deshalb wird das ja erforscht so lange, ja, Langzeitstudie. Dann wird es an 50 Leuten erprobt. Dafür gibt es ja Auftragsforschungsinstitute. Auf dieser Welt. Das heißt, das sind wirklich, hier ist ja dieser Zeitungsartikel, hier sieht man für alle möglichen Krankheiten, Hepatitis. Richtig, guck mal, hier ist Hepatitis A, wirklich, 24 Jahre. Das heißt, das ist wirklich einfach die bzw. die Testzeit von den... die Zulassungszeit. Die Zulassungszeit. Ja? Okay, da habe ich jetzt eine Frage. Ja. Nämlich, ich sehe hier jetzt verschiedene Sachen. Ich kann kein Türkisch. Aber Cholera, ich lese... Guck mal, Cholera. Was ist ein Pneumokok? Kannst du kann man impfen, ja. Sind Pocken. Okay, 66 Jahre dauert das Ganze. Erforscht. Genau, richtig. Moment, erforscht oder zugelassen? Erforscht und dann wurde es zugelassen. Das heißt, hier haben die angefangen, guck mal, 1911 und 1977 wurde es zugelassen. Okay, das heißt, das ist jetzt nicht die reine Zulassungszeit, das ist nicht der reine sondern das ist der Forschungsprozess inklusive der Zulassungszeit. Ja, natürlich. Nach 66 Jahren wurde es dann zugelassen. Zulassung heißt ja, jetzt dürft ihr Ärzte das injizieren. Das heißt, hier Spitze hatten wir gerade 66 oder 68 Jahre. 68 Jahre, das war Meningokokken. Genau, bei Meningokokken hat man, ich kann das kaum aussprechen. Ja. Das ist wirklich Spitze. Das heißt, wenn alles gut läuft, haben wir in 35 Jahren das HIV-Impf. Nee, ist ja immer noch nicht. Es ist 35 Jahre her, man hat immer noch nichts gefunden. Das Thema ist halt... Es sind ja noch 35 übrig, bis wir an der Spitze Tetanus, guck mal, Tetanus, 40 Jahre. 1924 wurde es erst zugelassen. Ja. Ich finde, einerseits ist das gut, dass Medikamente sehr lange erprobt werden. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite, klar, wenn jetzt so beschleunigte Zulassungen stattfinden, ne, wie das zum Beispiel bei der Pandemie der Fall war, es gibt Fälle, wo einfach ein Wirkstoff benötigt wird. Ne? Es gibt zum Beispiel auch viele Orphan, wie nennt man das? Also es gibt bestimmte Personen, die eine Erkrankung haben, die sehr wenige Menschen in der Bevölkerung haben. Richtig. Und für diese Menschen gibt es teilweise auch keine Medikamente für deren Erkrankung. Ja? Und manchmal gibt es gewisse Medikamente, die vielleicht helfen könnten, ja? Wenn man vermutet. Und da gibt es dann, glaube ich, auch so Ausnahmen, dass man das denen dann trotzdem irgendwie gibt, noch, um denen eine Chance zu geben, auch, dass das, ne? Ja. Von sowas habe ich mal gehört, bin jetzt nicht ganz drin, wie gesagt, aber auf der einen Seite finde ich das, wie gesagt, gut, dass das so lange dauert, ne? Auf der anderen Seite denke ich mir, gibt es natürlich auch Erkrankungen, wo Leute jetzt Hilfe brauchen, ne? Wo das, ne, also, wenn das in 30 Jahren rauskommt, ist es für diese Leute vielleicht schon zu spät. Auf der anderen Seite möchte man natürlich sicher gehen und keine Bevölkerung gefährden mit irgendwelchen Wirkungen, die man vorher nicht entsprechend absehen konnte. Richtig. Deswegen, ich finde, das ist so eine Disbalance. Ja, es ist immer schwierig, Leben gegen Leben aufzuwägen. Richtig. Ja, sehr interessant. Aber Medizingeschichte, ne? Das ist ja so ein bisschen das Thema des Buches. Und was mich in diesem Zusammenhang auch sehr interessiert und fasziniert hat, in dem Buch wird von Archiven gesprochen. Ja? Richtig. Von Archiven in den USA, glaube ich. Ne? Richtig. Und da sind, du kannst jetzt gleich nochmal drauf eingehen, irgendwie, da ist die Medizingeschichte eines jeden Landes dokumentiert. Kannst du dazu was sagen? Genau. Das ist ja auch der Name des Buches, Boxen, also Black Box. In New York gibt es ein Archiv.
und das wird seit 1850 geführt und eine reiche amerikanische Familie hat dort ihren Archiv, und zwar hat jedes Land eine Codenummer. Die Türkei hat zum Beispiel die 805. Das erwähnt er hier auch in dem Buch. Ja. 805a ist Medizin, 805b ist die Ausbildung von Krankenschwestern und so weiter. Ja? Und da steht wirklich exakt drin, da kann jeder rein in dieses Archiv und die Boxen sich angucken. Da steht dann drin, 1860 hat diese reiche Familie Spenden gegeben für die Ärzte in der Türkei. Ja? Okay. Oder es sollte zum Beispiel in der Stadt Ankara aber steht da nur Kinderkrankenhaus gebaut werden, und der Dollarwert von damals und in Klammern, was es jetzt wert wäre, steht da exakt drin. Okay. Also erst 2 Fragen. Erstens, ist das öffentlich von jedem einsehbar? Richtig. Ja, okay, ist öffentlich einsehbar. Ja. Und steht da nur drin, was die Familie für das Land gemacht hat, oder steht da auch allgemein die gesamte ist da die gesamte Medizingeschichte des Landes dokumentiert? Da steht exakt drin, diese reiche Familie hat dem Professor zum Beispiel Mehmet Açık 7 Millionen Dollar gegeben für den Bau eines Kinderkrankenhauses in der Türkei. Ja. So, jetzt kommt's aber. Es sind auch Boxen, die nicht zugänglich sind. Weder für das Volk noch für Touristen in New York. Was heißt denn erstmal Box? Also das ist quasi wie eine Schachtel, so ein Schuhkarton, wo Dokumente drin sind. Ja? Also eigentlich meint er mit dem Buch Black Box 2 Sachen. Einmal, klar, der Flugschreiber, wenn der gefunden wird, ist da die Wahrheit drin. Der muss aber gefunden werden, der Flugschreiber, wenn ein Flugzeug abstürzt. Und es gibt Black Boxen, schwarze Boxen in dem Archiv in New York, die nicht zugänglich sind. Das heißt, wenn es nicht zugänglich ist, ist es nicht auffindbar, also steckt da die Wahrheit drin. Ja. So werden einige Boxen, zumindest etwas, was man sind sie nicht zugänglich, und das sind die Blackboxen. Also da meint er auch damit gleichzeitig, der Herr Yalcin bezeichnet mit dem Buch auch diese Boxen eigentlich. Eigentlich meint er mit dem Flugschreiber die Boxen in Amerika, in New York, in dem Archiv, die nicht zugänglich sind. Da darf keiner nachlesen, wer wann was bekommen hat. Ist der Herr Yalcin auch bei diesen Archiven gewesen? Ja, natürlich. Also er hat das selber auch mit eigenen Augen. Und das kann jeder auch einfach nachprüfen. Ja, kannst du dahin, nach New York. Das heißt, jeder kann sich jetzt ein Flugticket kaufen und da in diese Boxen exakt reinschauen. Steht hier drin. Zumindest alle, bis auf die eben unter Verschluss stehen. Ja, richtig? Da darf man nicht ran. Man weiß nicht warum, aber das könnt ihr euch jetzt selber vorstellen. Ich stelle mir vor, dass, wenn das jetzt eine super mega reiche Familie ist, auch wenn die natürlich auch was Gutes damit bewirken, dass dann natürlich auf der anderen Seite auch immer ein Zweck hintersteht, beziehungsweise gerne mal einen Zweck hintersteht, wenn jetzt ein gewisses Land oder ein gewisser Arzt unterstützt wird, richtig? Ja, nicht nur Arzt, Krankenhäuser zum Beispiel, das Kinderkrankenhaus wird gebaut, dann werden 10 Krankenschwestern, 10 Arzthelferinnen und 10 Professoren nach Amerika geschickt, haben dort eine Weiterbildung bekommen, und das wurde alles finanziert von dieser Familie, damit die nämlich einen Lehrplan aus Amerika bekommen, nach einem Jahr zurück in das Krankenhaus, und das, was sie da gelernt haben, so wie ich als Studentin. Ich habe ja auch nach dem Lehrplan studiert, das dann da anwenden bei den Kindern in dem Krankenhaus. Das heißt, diese reiche Familie, so ja dann die Vermutung jetzt hier, tut quasi durch ihren finanziellen Einfluss bestimmte Dinge in der Medizingeschichte zu bestimmen, sage ich mal. Oder zu lenken. Es sind Gaben, und dann werden die Ärzte auf Schulungen geschickt, und vielleicht Genau, da wird dann das amerikanische System, jetzt in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, halt in die anderen Länder übertragen und ausgeweitet. Richtig, ja. Ich weiß noch, als Kind ein ganz wichtiges Beispiel, wirklich, ich war ein kleines Kind, es hieß immer, oh, der hat in Amerika studiert. Ja, das war cool, das war was ganz Besonderes, in Amerika zu studieren. Okay. Aber was meinst du, woher das kommt, dass gerade dieses Studium in Amerika so ein sowas so als cool angesehen wurde und als ansehenswürdig? Sehr wichtige Frage. Der Otto-Normalverbraucher hat Amerika sehr heilig gesehen, das muss man einfach sagen. Ja, ist eine Weltmacht, Amerika klar. Ist eine Weltmacht, da ist alles top, da sind die weiter, die Bankensysteme, die Forschung ist dort sehr weit. Es ist ja auch so. Musiker. Genau, die Musik, sehr gut. Guck mal, wie man so schön sagt, der Sieger
Schreibt die Geschichte, genau. Die Geschichte wird immer im Sinne des Siegers geschrieben. Guck mal, da möchte ich jetzt, wo du Popmusik gesagt hast, noch was sagen. Er schreibt auch in dem Buch zum Beispiel, dass es diese Boxen, so gesehen, auch für Musik und Kunst gibt. Da geht er dann nicht speziell, da müsste ich ein anderes Buch schreiben. Jetzt deute das mal, was meint er? Das heißt, inwiefern Musik und Kultur geformt wurde durch Spenden von eben zum Beispiel dieser... Ich meine, was ja ein Fakt ist, es war ja damals so, es ist auch heute so, dass, ich sag mal, reiche Gruppen, reiche Menschen einfach Einfluss haben. Das ist ja normal. Das ist ja normale Mathematik. Das gehört dazu. Das ist keine normale Mathematik. Das ist kein Geheimnis oder sowas. Das ist jetzt auch hier keine Verschwörung oder sonst irgendwas, sondern wer nicht pauschal was Schlechtes. Das heißt, also, das ist nicht... Ja, es ist einfach, die Mathematik des Systems, genau, sag ich mal. Genau, also, wenn du eine gewisse finanzielle Macht hast, dann hast du die Kraft, damit etwas zu bewirken. Das ist einfach so. Richtig. Das kannst du positiv einsetzen oder negativ. Liegt dann entsprechend im Auge des Betrachters und natürlich im Interesse der Person oder der Gruppe. Ne? Ja, liebe Ebru, wie sieht es denn darüber hinaus aus? Also die Archive, ne, mit den ermordeten Apothekern. Was sind noch so zentrale Elemente des Buches, die dich da sehr geprägt haben? Ja, also er geht ja dann auch auf die verschiedenen wichtigen Medikamentengruppen ein. Ja, was mich sehr gerührt hat, ist das Kapitel mit den mit den Psychopharmakern. Okay. Weil es auch da um Jugendliche geht. Ja. Was sind Psychopharmaka? Psychopharmaka sind halt Pillen, Medikamente, die auch als Aufputschmittel zum Beispiel nehmen in Amerika viele Jugendliche, die auf ein College gehen und studieren wohl Psychopharmaka, damit sie halt fit bleiben, damit sie lange lernen können. Diese ADHS-Medikamente, wie heißt das noch gleich? Ja, oh Gott, es gibt ist auch egal. eine Dokumentation bei Netflix, Take Your Pills, das erwähnt er hier in dem Buch auch. Okay. Take Your Pills. Das ist eine Dokumentation, okay. Ja, Dokumentarfilm auf Netflix und die Jugendlichen nehmen da, alle, die da studieren, nehmen alle auch das gleiche Medikament. Ich will es jetzt hier nicht erwähnen. So spannend soll das Buch immer bleiben. Und dann macht das Nebenwirkungen. Ja. Verstehe. Ja, das ist ja allgemein so ein Trend auch in der... Das ist ja auch dieser Leistungsdruck, den wir sehr gut. Leistungsdruck in Amerika ganz stark. Auch hier, also überall. Ja. Ne, wir neigen dazu in der Gesellschaft, dass man immer vermehrt Leistung bringen muss und das überdurchschnittlich, damit man einen gewissen Stellenwert erreicht oder überhaupt auch Ansehen erlangt, sage ich mal. Das sieht man ja in allen Bereichen. Im Sport ist es das Doping. Ne? Ja. Kommt doch alles raus am Ende. Das kommt am Ende alles raus. Ja, genau, eine Urinprobe, zack, dann weiß man, der hat seine Goldmedaille doch noch nicht verdient. Genau. Dann kriegt das der den zweiten Platz hatte. Der freut sich umso mehr. Das sind halt so Dinge, die man so kennt, von denen man hört. Aber es gibt halt auch, wie du gerade gesagt hast, einfach Themen, wo dann wirklich auch, sage ich mal, die Otto-Normalverbraucher betroffen sind, weil sie irgendwie gerade im Studium lernen müssen oder ne, wo sie sich dann solchen Medikamenten verschreiben, die ihnen dann vielleicht auch kurzfristig helfen. Aber was das für Auswirkungen langfristig bei diesen Leuten hat, das ist dann teilweise unklar, beziehungsweise den Leuten vielleicht nicht klar. Ja. Da möchte ich nur ein Wort sagen, zum Beispiel Amokläufe. Was passiert da? Was passiert da? Habt ihr mal gesehen, dass ein was weiß ich, 80-Jähriger Amok gelaufen ist? Es sind meistens Jugendliche in eurem Alter, sogar noch jünger. Sieht man vor allem, wenn man, wo wir gerade bei Amerika waren, mit den ganzen School-Shootings. Ja. Und in Amerika, wisst ihr, hat ja fast jeder eine Waffe, so ungefähr. Jeder kann sich eine Waffe kaufen. Und das Handy beeinflusst die Kinder, die Jugendlichen heutzutage. Ja, alles kannst du. Handy hat seine guten Seiten. Ich sehe meine Kontoauszüge, ich sehe die Röntgenbilder vom Patienten. Aber die Jugend, die lässt das ja nicht mehr los, wie ein Schnuller. Deshalb nennt man die Jugend ja auch Head-Down-Generation. Ja, alles mit Handy geht nicht. Und dann beschweren sich viele Eltern, dass das Kind immer am Handy ist. Dann holt euch die App runter, da gibt es so eine App und da kannst du das einstellen, dass dein Kind nach einer Stunde sein Handy nicht mehr benutzen kann. Ja, das macht ja auch krank. Das macht auch krank. Wir springen jetzt natürlich nochmal auf ein anderes Thema. Also nochmal, Amokläufe. Da gibt es Studien drüber. Ganz wichtig, er berichtet auch über die Studien hier in diesem tollen Buch. Da wird recherchiert, warum die Amok laufenden Jugendlichen,
was bei denen alles gemeinsam war. Was schätzt ihr jetzt? Gegenfrage. Ja, vermutlich. Viel soziale Abkapselung. Ein Leistungsdruck, ne? Ja, ich was schaff noch? Es nicht. Oder erzählt das exakt hier auf, wann in Amerika Amoklauf war, wer es war, wie alt der war und was die alle eingenommen haben. Aha. Und so ein Zufall, es ist das gleiche Medikament zum Beispiel. Ja? Ja. Die meisten haben zum Beispiel das gleiche Medikament wohl genommen. Ja? Und daraufhin wird dann dieses Medikament nicht mehr zugelassen. Aha. Ja, das gibt es ja auch zum Beispiel, ne, dass dann, wie im Supermarkt, ja, wir verlangen gerade diese Produkte zurück, weil da wohl irgendwas drin ist. Ja? Genauso auch die Medikamente, kommt ja auch vor, dass sie dann zurückgerufen werden. Nehmen Sie dieses Medikament jetzt nicht mehr ein, weil da jetzt irgendwie die vermehrt Nebenwirkung entstanden. Gibt es auch. Und dann wird es verboten. Ja, dann gibt es sogar Gerichte in Bezug auf diese Medikamente, wo die Pharmafirmen dann was dazu sagen müssen. Und dann sagt das Gericht so, jetzt ist es aber verboten und dann wird es vom Markt genommen. Das erinnert mich gerade an so eine... Kennt ihr die Serie Black Mirror? Ja. Bei Netflix. Das erinnert mich gerade an so eine Folge. Ja, jede Folge ist unterschiedlich und da geht es auch immer um so Kontroversen und so. Da gab es auch eine Folge, wo dann irgendwie eine Gruppe von Jugendlichen dann da entsprechend Medikamente eingenommen hat oder ich glaube auch ganz viele und die haben dann gewisse Dinge gesehen. Das waren dann so wie so Monster und sowas alles. Ne? Ja, interessant. Genau. Muss ich jetzt auch mal muss ich mir auch mal anschauen. Sehr interessant. Ich jetzt nicht. Jetzt lerne ich was von euch. Hammer-Serie. Ja? Ja, auf jeden Fall. Okay, gucke ich mir mal heute Abend an. Erste Folge. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja? Also genau. Du möchtest auf jeden Fall, also du bist der Ansicht, dass dieses Buch definitiv zum Nachdenken anregt. Ja? Genau. Dass man durch dieses Buch so ein bisschen besser die Medizingeschichte versteht, was heute dann vielleicht auch so in der Medizin los ist, sage ich mal. Du möchtest dazu anregen, dass Bürger sich mehr darüber informieren, was sie ihrem Körper einverleiben, was das für Wirkungen hat. Und was mich aber noch so interessieren würde beispielsweise ist, du sagst, das Buch hat sehr viel mit dir gemacht. Hat das zum Beispiel auch dazu geführt, dass du deinen Lifestyle geändert hast? Hast du dein Leben danach auch umgestellt? Oder habe ich. Ja. Ich habe dann mich Heilpraxis ist auch ganz wichtig. Früher hatten die Menschen ja diese Medikamente nicht. Da möchte ich noch mal kurz was sagen. Mit den Kriegen gab es nicht nur schwer Verletzte, auch viele Infektionskrankheiten sind ja auch entstanden. Ne? Wenn du kein Wasser hast, keine Reinigungsmittel, entstehen Krankheiten, die sich verbreiten. Das ist ja auch der Grund, warum die Pharmaindustrie dann umgeschwenkt hat und es viele Medikamente produziert wurden, weil einfach auch wirklich die Krankheiten auf den Markt kamen, sage ich mal, ja. Und ich finde aber, wir sollten auch ein bisschen Präventionsmaßnahmen, Vorsorge, Prävention heißt Vorsorge, ja. Zum Beispiel mache ich Zahnheilkunde, Kleinkinder unter 18, zwischen 16 und 18, die kommen zur Prävention in meine Praxis. Dann gucke ich, ob die Karies haben, ich messe das, ich zähle das, da gibt es einen Wert, Decade Missing Filled Teeth, heißt kariöse, fehlende Zähne, ja, dann zähle ich das und wenn da ein gewisser Wert rauskommt, ist das Kind für die Zukunft gefährdet, noch mehr Karies zu bekommen. Da muss halt das Kind gesund sich ernähren. Ich zeige, wie das Kind putzen muss. Natürlich müssen die Eltern auch unterstützen, ja, nicht immer nur Chips und Pizza essen, sondern richtig. Auch wirklich gesunde Sachen. Wirklich die Ursache. Das heißt, das heißt, du meintest, man sollte von Grund auf diesen Denkansatz so ein bisschen erneuern, dass man nicht nur besser am Ende, kann man besser Karies wegschleifen, sondern wie kannst du von vornherein den Kindern beibringen, besser sich zu ernähren, damit dieser Karies eben nicht für die Volksgesundheit. Schaut mal, für die Volksgesundheit muss man was machen im Grunde genommen. Das hat ja was mit Sozialismus und Kommunismus zu tun, ja. In einem Sozialstaat sind ja alle gleichberechtigt, alle bekommen die gleiche Medizin, ja. Und ihr müsst euch vorstellen, viele denken, ach, das sind Milchzähne, die fallen ja sowieso raus, aber die Eltern berücksichtigen nicht, dass die Karies auf dem Milchzahn
übergeht auf die Tatsächlich? darunter noch rausbrechenden bleibenden Zähne. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste es wirklich. Wow. Und deshalb ist es wichtig, dass auch Milchzähne Karies Plus der psychologische Effekt natürlich, dass die Kinder sich daran gewöhnen, ihre Zähne. Und wie wissen wir, wie schwer ist es, eine Gewohnheit abzulegen. Genau. Nursing-Buttle-Syndrom. Kleinkinder, die zum Beispiel, hier haben wir eine Wasserflasche, ich trinke hier Wasser, die haben ständig den Schnuller an den Lippen, an den Zähnen und trinken Apfelsaft. Die Mutter denkt, Apfelsaft ist gesund, aber natürlich ist es gesund, aber in Maßen, weil in Apfelsaft ist Fructose, natürlicher Zucker drin. Und wenn dann dieser Schnuller immer in Kontakt ist mit den Zähnen, haben Kleinkinder im Kindergarten oder Grundschulalter hier vorne alle 6 Zähne kariös. Das nennt man dann Nursing-Buttle-Syndrom. Also Nursing-Saugen, Buttle-Flasche-Syndrom. Ja? Jetzt verstehe ich. Du meinst, dass die Kinder so ein bisschen geprägt werden? Also der Karies kommt jetzt nicht von dem Schnuller, sondern der Karies kommt daran, dass die Kinder sich daran gewöhnen, immer was am Mund zu haben und immer was zu trinken, Saft. Dauerkontakt, genau. Und dass die dann vielleicht sogar eher zu Rauchern werden. Stimmt das? Kann das sein? Das weiß ich jetzt nicht. Okay. Das war vielleicht weit hergegriffen, aber ich dachte, weil die Raucher haben ja auch immer sowas. Ja, die kriegen ja dann Zahnfleischentzündung ganz schlimm, bis zu Krebs, Mundkrebs, also Zungenkrebs. Das kommt dann leider durch extrem Rauchen, kann man dann im Mund ganz kurz, ich dachte das gerade, weil manche Raucher versuchen sich das ja mit so Lollis und so abzugewöhnen, weil die dann auch immer was vermissen, dieses Gefühl an den Lippen. Sehr gute Verbindung. Es gibt auch zum Beispiel die Bäckerkaries. Die Bäckerkaries? Das war eine Prüfungsfrage im Staatsexamen. Okay, was glaubt ihr? Was ist das? Bäckerkaries. Hat das was mit dem Bäckerberuf zu tun? Ja, sehr gut. Wahrscheinlich, weil die den Teig kosten oder so? Ja, genau, weil die immer die Waren vor sich liegen haben. Aber auch durch diesen Mehlstaub haftet das Mehl- und Zuckerstaub haftet wohl auf den Zähnen. Wow. Ja, und das macht dann Karies. Krass. Bäckerkaries. Prüfungsfrage. Wow, heftig. Das heißt, du kannst durch Dinge, die in der Luft sind, kannst du Karies... Klar, weil du kannst dich auch durch Dinge in der Luft... Warum heißt Windpocken? Das heißt, dieser Trugschluss, ich habe ja nichts gegessen, ich brauche meine Zähne nicht zu putzen. Sehr gut. Schwachsinn. Sehr gut. Windpocken. Wenn das Fenster hier offen ist, hier unter uns hat jemand Windpocken, kriegen wir hier Windpocken. Deshalb heißt das ja Windpocken. Ja? Ist das so extrem? Ja, klar. Krass. Ja. Also das ist total interessant, fasziniert. Ich gucke gerade, wie lange hat es gedauert. Windpocken zum Beispiel. Was heißt das auf Türkisch? Windpocken, muss ich kurz selber überlegen. Nicht Kabakul, Sucice, genau. Ich schau mal, Sucice, Aşısı. 26 Jahre hat das gedauert. Aber ganz kurz, was mich noch interessiert, weil, also du hast einen Milchzahn und der andere Zahn, der ist ja dann so da drüber, oder wie ist das? Der bleibende, erwachsene Zahn ist ja im Knochen noch. Achso, also sind sie so aufeinander dann, richtig. Oder was? Okay. Und die Wurzel vom Milchzahn, musst du dir vorstellen, richtig, die wird resorbiert, dann wackeln die und fallen raus. Aber kann das sein, dass wenn zum Beispiel, du hast ja gesagt, das geht über, ne? Ja. Also gibt es dann auch Fälle, wo du zum Beispiel den Zahn ziehst und dann den auch noch ziehen musst, oder so? Nein, also, weil sie hat ja gesagt, ich habe gerade andersrum gedacht. Ich dachte, also ich habe gerade gedacht, hier ist der Milchzahn? Das Zahnfleisch, genau. Also das ist, sagen wir mal, hier ist der Milchzahn. Wir machen das andersrum. Hier ist jetzt der bleibende Zahn, hier ist der Milchzahn. Genau. Der wird jetzt schlecht, der kriegt Karies. Und das kann von dem übergehen auf den hier. Klar, wenn der dann durchbricht, hat der schon die Bakterien. Siehst du das dann auch schon? Nein, aber der hat die schon eingesaugt und die manifestieren sich, setzen sich da fest unter dem Zahnfleisch und dann sind die wahrscheinlich dann auch Karies. Das heißt, du ziehst den, das Problem ist aber nicht gelöst. Dann musst du den auch noch ziehen, oder wie ist das dann? Später dann wird der dann auch schnell kariös zum Beispiel. Aber es kann nicht sein, dass die gleichzeitig kariös sind. Nein, das wäre Katastrophe. Okay, das wäre wirklich Katastrophe, Also kann es sein, dass wenn der Zahn dann rauswächst, dass der kariös rauswächst? Schon bereits. Das kann auch schon sein, weil die Keime hier übergehen, ne? Durch den Blutkreislauf auch und das landet ja in den Zahnfleischtaschen. Ne? Um die Zähne herum ist ja ein Spalt, ein Sulcus, sagen wir, und da setzt sich das dann fest. Ja? Verstehe. Ja. Interessant. Interessant, ja. Ja, und ich finde es schade, also uns erschreckt das ja gerade, aber das heißt ja auch, die meisten Menschen wissen über sowas ja gar nicht Bescheid. Das heißt, du hast es ja gerade erzählt, das ist ja für viele Eltern, die bei dir in die Praxis kommen, ja auch eine absolute Neuheit. Genau. Und ich finde, das ist ja das, was wir am Anfang hatten,
das Thema von, dass die meisten Menschen sich gar nicht genug damit beschäftigen, einfach mal selber sich ein bisschen reinlesen, sich mit ihrer eigenen Gesundheit beschäftigen, sondern einfach darauf vertrauen, was sie in den Medien hören oder was der erstbeste Arzt sagt und dementsprechend wie viel Karies ist wohl schon entstanden, nur weil die Eltern nicht wussten, dass der von den Milchzähnen auf die bleibenden Zähne übergeht. Genau. Aber man muss sagen, in Europa, vor allem in Deutschland, ist wohl laut Statistik die Karies zurückgegangen. Ja, das heißt, es geschieht doch was Positives. Ja, Präventionsmaßnahmen sind erhöht. Ich sage meinen Patientinnen, wenn ihr Kind ihren ersten Zahn bekommt, bringen sie es zur Kontrolle. Verstehe. Ja. Okay, top. Ja, vielen Dank, liebe Ebru, gern geschehen, für die intensiven Einblicke aus diesem sehr spannenden Buch. Ob man den Themen jetzt zustimmt oder nicht, ist natürlich der Meinung des Lesers überlassen. Ne? Aber ich denke, es ist definitiv ein Buch, was man sich mal ansehen sollte, ja, was man mal gelesen haben sollte und wo man nicht nur einfach Fakten auch annimmt, sondern vielleicht auch mal selber schaut, nachprüft, ob die entsprechenden Quellen da auch valide sind, ob die nachvollziehbar sind. Und ich denke, das war eine sehr spannende erste Folge und vielleicht hat euch das, liebe Zuhörer, auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt und teilt gerne die Folge mit euren Freunden, ja, schreibt in die Kommentare, wenn ihr was anzumerken habt, wir versuchen auf alles einzugehen. Und schreibt, wenn ihr Fragen an die Ebro vielleicht habt, die wir in der nächsten Folge behandeln können. Worüber wir vielleicht ein bisschen intensiver eingehen können oder sollten. Oder wenn es einen von euch gibt, der das Buch bis dahin vielleicht schon gelesen hat und welche Fragen hat, können wir die gerne auch aufnehmen. Und ja, ich würde abschließend gerne das Wort nochmal an Ebru übergeben. Gibt es etwas, was du uns vielleicht noch mitteilen möchtest zum Abschluss? Was möchtest du mit dem Buch bewirken? Und genau. Ja, also die Krankheiten eines Menschen sind ja von Mensch zu Mensch, Beispiel nur, Bluthochdruck, ja. Man kann nicht jedem Patienten das gleiche Medikament geben bei Bluthochdruck. Jeder Mensch ist ein Individuum. Individuell, ja. Und ein Arzt ist nicht gleich Arzt, weil jeder Arzt Diagnosen, Therapien und Prognosen unterschiedlich stellt. Also es gibt nie 100%, ja. Das will ich damit sagen. Und man muss auch präventiv sein. Man muss wirklich sich gesund ernähren, glücklich sein. Man muss Sport machen. Man muss seine Psyche und den Körper fit halten. Klar, das ist alles im Einklang. Genau, zum Beispiel viele Hautkrankheiten ist ja, dass dein Inneres blutet und dann spuckt der Körper das aus und signalisiert dir das im Gesicht, wenn man ganz stark Akne hat. Dann ist da was mit der Psyche des Kindes auch. Zum Beispiel, ja. Und dann muss man nicht nur die Symptome bekämpfen, sondern auch die Ursachen, ja. Du hast eine Verletzung, Creme drauf, ist sofort weg, aber was hast du da? Warum ist das passiert, ja? Und ich finde, jeder kann so viel mittlerweile im Internet recherchieren. Da gibt es auch ganz viele interessante Informationen. Einfach mal nachlesen und sich ein eigenes Bild auch machen. In Deutschland hast du auch die Möglichkeit, zu einem zweiten oder sogar zu einem dritten Arzt Mittlerweile gibt es ja sowas wie KI, was dir die Informationen sogar noch zusammenfasst. Ob die jetzt richtig sind oder nicht, ist eine andere Frage, aber KI, für ganz faule Menschen gibt es auch solche Werkzeuge. Gut, KI ist zwar künstlich nicht intelligent, es ist meine Meinung, das sage ich hier klipp und klar. Ich finde nicht, dass eine KI einen Lehrer ersetzen sollte, oder eine Krankenschwester oder einen Arzt, aber früher sind wir in die Bibliothek gegangen, um etwas nachzulesen. Das Gefühl in der Hand zu haben, ein Buch zu lesen, fasziniert mich total, Und das sollte eigentlich nicht untergehen. Klar, wir müssen mit der Entwicklung weiter, aber was ich auch eigentlich noch sagen möchte, ist, wir leben ja nun mal hier im Kapitalismus, Und euch muss klar sein, Menschen sind egoistisch und käuflich. Ja. Das sind dann auch leider alle Menschen in allen Berufsgruppen, nicht nur in meiner Berufsfeld. Und um Karriere zu machen, egal welcher Beruf, gehen die Menschen über Leichen. Ja. Und das sollte nicht passieren. Vor allem ich als Zahnärztin oder Ärztin, ich habe ein Eid geschworen. Jeden Patienten gleich behandeln und ganz wichtig, primum non nocere.
zuerst nicht schaden. Ja? Erstmal versuchen, den Patienten so zu helfen, dass sein Immunsystem mal hochgefahren wird. Ne? Ich finde nicht sofort Medikamente. Klar, wenn du eine ganz schlimme Lungenentzündung hast, ja, musst du nun mal Antibiotika nehmen. Ja? Zum Beispiel, ich vergesse es dir, als meine Tochter im Kindergarten war, hat ein Kollege, wie du eben gesagt hattest, Meningitis bekommen. Und dann komme ich in den Kindergarten und ich bekomme gerade noch Emotionen, Gänsehaut, haben wir erfahren, dass das Kind dann verstorben ist. An der Meningitis, ein 6-jähriger Junge, ja. Wir haben alle geheult, alle Mütter haben da geheult. Ja? Das darf nicht passieren. Was ist da passiert? Warum hat man das Kind nicht retten können? Meningitis, ihr wisst ja, es gibt ja auch, der Impfstoff hat 68 Jahre gedauert, aber wer ist jetzt schuld? Man kann keinem die Schuld in die Schuhe schieben, war die Mutter nicht sorglich genug, das glaube ich nicht. Ist im Krankenhaus was passiert? Ihr müsst auch bedenken, Ärzte sind auch nur Menschen. Die können auch Fehler machen. Gott sei Dank habe ich noch nie einen falschen Zahn gezogen, aber ich weiß, die Fälle gibt es. Die gibt es wirklich. Und es wird auch gesagt, dass ein Arzt, wenn bisher ein Top-Arzt wird, wohl 5 Patienten sterben, hat man so in der Uni-Zeit mal gesagt. Ja, und nein, also man muss wirklich da mit Liebe ran, mit Herz. Und ich denke, das ist wichtig für einen Arzt. Wir sind natürlich alle gestresst, die Bürokratie hier im Lande. Ja. Es läuft vieles sehr gut, aber auch vieles nicht schnell genug. Genehmigungen von Plänen zum Beispiel, ja, ist nochmal ein anderes Thema. Aber man muss wirklich jeden Beruf mit dem Herzen machen, mit dem Herzen. Nur Herz, mitfühlen, ja. Und Patienten müssen aber selber auch dazu beitragen. Ja. Panik schieben ist auch nicht gut. Ich gehe jetzt mal zu 5 Ärzten. Ja. Nein, bitte nicht. Bisschen selber recherchieren. Bisschen gucken, was habe ich denn gestern Abend gemacht, warum habe ich heute Kopfschmerzen? Ja. Vielleicht hast du jetzt zu viel getrunken und hast am nächsten Tag das ist ja nur ein Symptom. Eine Reaktion auf das viel Trinken zum Beispiel. Genau. Ja? Und in diesem Zusammenhang wirklich gesund ernähren, glücklich sein einfach. Ja? Und Sport auch machen. Ja. Sport ist wichtig. Ja? Und bewegen und das geht so ein bisschen in unserer jetzigen Handy-Generation unter, finde ich. Ja? Genau. Ja, ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Vielen Dank für die Einblicke. Gern geschehen. Liebe Ebru, danke, dass wir heute hier sein durften. Ich bedanke mich. Danke für die Einladung. Gerne. Auf die nächsten Folgen. Auf die nächsten Folgen. Tschüss. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man.